Einen wunderschönen Ahoi. Hey Sarah, grüß dich. Hallo. Alles gut bei dir? Gestern ging es noch minimal länger. Minimal. Oh mein Gott. Ah ja, alles gut. Höre ich gern. Auch, also ich bin ein bisschen arg müde, sage ich jetzt mal. Hat den Hintergrund, ich bin gestern ähm, also heute, um halb sechs ins Bett. Der Stream ging ein bisschen länger, ich sage so 11,5 Stunden rum. Ach Gott. Ähm, War eigentlich gar kein Thema, ne? Das einzige Problem, was ich noch hatte, war das, ich bin quasi in mein Schlafzimmer rein. Das ist quasi unterm Dachboden. Und ich höre seit ein paar perfekte Zeit bin gerade ins Bett gefallen. Ja, dann passt's. Auf jeden Fall war mein Problem, ich habe seit 3, 4 Wochen immer so ein komisches Knacksen vom Dachboden runter. So Knuspern, sage ich jetzt mal. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist eine Maus um. Ich habe nichts gesehen, war schon mal um. Auch. Problem war dann wirklich das, es waren Wespen. Wie ich gestern ins Zimmer rein, sind ungefähr 40 Wespen in meinem Zimmer rumgeflogen. Katastrophe, also, juhu, gesucht, nichts gefunden, alle Wespen einzeln rausgeschmissen fürs Fenster. Also, teilweise hat man es mit der Hand nehmen können, die war es zu kalt, aber ich habe es mit einem Glas dann quasi raus. Hat eine ganze Zeit dauert, bestimmt eine halbe Stunde, bis ich draußen gehabt habe. Gesucht, nichts mehr gefunden, okay, passt. Denke mir, ja, juhu, muss ich halt schauen. Dann bin ich um 8 Uhr, gleich war es, bin ich wach geworden, habe ich so ein Mistviech in den Fuß gestochen. Also ins Wadel, sage ich jetzt mal. Ich bin Gott sei Dank nicht allergisch dagegen. Es ist ein bisschen rot und man sieht so einen ganz kleinen weißen Fleck einfach an der Stelle. Tut ganz leicht weh. Geht schon. Philipp, hi, grüß dich. Ähm, Allerdings, wie gesagt, war das wirklich so, ja, eher semi-geil. Und heute Morgen, ich bin dann um, glaube ich, halb 12 aufgestanden oder sowas. Und das ganze Zimmer war wieder voller Wespen. In dem ich quasi geschlafen habe. Denke mir, ja, super nice. Also bestimmt wieder 20, 30 Stück. Jetzt haben wir quasi komplett rumgeschaut, gesucht. Jetzt haben wir das Loch, also im Dachboden quasi ein ganz kleines Loch drin gewesen, ich habe also Holzdecke drauf, und quasi die Holzlatten so da quer drüber. Und dann am Rand von den Holzlatten quasi ist eine Abschlussleiste. Und die sind, durch das, dass die so eingehängt sind, schauen die quasi immer so aus. Also die Decke quasi, was von der Seite sieht. Und in diesem Loch quasi da, wo die Leiste drüber ist, sind die unten rausgekrabbelt. Da haben sie die nach und nach durchgefressen quasi. Da haben wir Gift reingespritzt, ja, mal schauen. Da haben wir da durchdreht wie Sau, ist der Kontaktspray. Jetzt kann ich aktuell ins Zimmer nicht rein, mal schauen. Aber, naja. Von dem her, mal schauen. Also es ist, ja, war eine tolle Nacht. Ich habe gerade erzählt, Philipp, ich bin gestern, wie gesagt, ja, um halb sechs ins Bett dann. Und mein Zimmer war komplett voller Wespen. Also bestimmt 40 Stück rum, sind quasi so runter, vom Dachboden irgendwie runter, haben sie in ein Nest reingebaut, fragen mich nicht. Jetzt haben wir die so Viecher in der Nacht noch gestochen, oder morgens um 8 Uhr noch gestochen, bin ich nochmal wach geworden. Also es war eher nicht so toll. Naja. Aber war nice gestern, heute. Ja, ich bin dann quasi heute Morgen wach geworden, waren bestimmt wieder 20, also heute Morgen, ich sage mal 11, halb 12, waren bestimmt wieder so 20, 30 Stück im Zimmer. Ich habe die gestern noch alle halbe Stunde lang ungefähr raustragen, also wirklich teils mit der Hand, teils mit einem Glas. Denen war es zu kalt, unabhängig von dem das Fenster war offen, aber trotzdem. Alle rausgeschmissen, es sind auch schon bestimmt 10, 15 Tote rumgelegen. Das Haus wird niederbrennen, nee. Das hat man tatsächlich schon öfter mal, aber es ist quasi über der Lautung. Das ist einfach nur so, der Dachboden von uns ist eigentlich nicht so wirklich begehbar, sage ich jetzt mal. Er hat halt einfach so mit einem MDF-Platten drauf zum Draufgehen. Das geht schon, ist ganz klar, ist da was Lager drin. Aber im letzten Eck hinten quasi können die von draußen rein, die Viecher. Also klar, ist ja Dachboden, also da ist ja das Dach drauf. Nennt sich kalter Dachboden, glaube ich. Also sprich, die Decke vom Dachboden, quasi der Boden vom Dachboden ist die Isolierung zum Haus. Und das Dach selber quasi ist eigentlich nur das klassische Gerüst, das man kennt. Schon mit leichter Isolierung, aber
kommen die Viecher halt überall rein, ist ganz klar. Mit dir und Feuerzeug hätte dann immer recht viel braucht, glaube ich. Also ich bin jetzt wirklich mit einer Flasche, mit so einem Gift, direkt ins Loch rein. Und hab dazu gemacht, also die haben wir richtig gehört, wie die, also, naja. Napalmbomben. Ich brauche mein Haus noch. Also ich habe da kein Nest gefunden. Von dem her, mal schauen. Aber ich sage eins, ein Mistviech hat mich gestochen in der Nacht. Zwar bloß in den Fuß und ich bin Gott sei Dank nicht allergisch, das hat schon passt, aber naja. Hallo, liebe Bewohner. Es ist Freitag, der 10. September 2021. Ich bin noch ein bisschen durch. 15.05 Uhr hier auf Mitzien. Oh, heute hat neues Set Geburtstag. Oh, neues Set. Was mache ich, wenn ein Bewohner Geburtstag hat? Ihm irgendeinen Scheiß schenken? Herzlichen Glückwunsch. Weiter mit den Neuesten von heute. Wir haben jemand Neues sehen so. Heißen wir Cleo auf Mitzien bekommen. Cleo! Cleo, ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass es uns freut, dich hier zu haben. Yo! Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Anno, mein Gott. Schaut einmal auf einen Plausch bei unserem Gast vorbei. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Okay, neues Set hat Geburtstag. Was schenkt man der? Was machen die? Oh. Genau, wir haben ja gestern einiges verkauft über die Verkaufskiste. 140.000, 130.000. Katzi, hi. Grüß dich, Lea. Hallöchen. Ja, Hallöchen, hier Neppe aus Luxdorf am Apparat. Der Verkaufskissen ist da. Wir haben gleich 143.208 Sterne auf der Konto überwiesen. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig... Ach, schon, das ist ein Nepp. Der Nepp ist ja der Hölle. Scheiße. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig das Angebot hast. Bis bald dann hoffentlich im Laden. Jo. Wir haben gestern Stimmt, wir haben noch was bestellt. Bewohner. Wir haben die Cleo. Der Gulliver. Ach, stimmt, haben wir auch. Oh mein Gott. Ich hab gestern so viel Zeug gemacht, ne? Ein neues Gemälde. Ein neues Fake für uns. Was könnte ich in ein neues Set schenken? Sagt's mal was als Beispiel. Was würde denn gehen? So süß. Auspacken. Stimmt, wegen den Rüben müssen wir da auch noch schauen. Stimmt, da müssen wir gleich schauen. Perlgemälde. Le Dash. Ja. Das ist das Falsche. Ich weiß. Ein unanalysiertes Fossil, findet das nice. Das Haus, Lull. Was? Voll das mega Haus, du. Ist doch voll geil. Hier haben wir, ich sag immer Melanzani, ein Gurkenpferd. Und voll die geile Schaufel. Kochmaschine ist richtig. Bauen können wir. Es ist noch nichts eingerichtet. Ich weiß. Das ist das Einzige. Achso, aber das Haus. Achso, das Hausu. Achso, ja gut. Wer kennt nicht das gute Hausu? Ach so. Habe ich ja unanalysiertes Fossil. Ah, die mag so Zeug, sagst du. Mögen alle. Muss ich das einpacken?
Frau für einen Freund. Wenn der mal drin ist. Kann ich machen, Bewohner haben daran Freude, okay. Der beste Schaufler. Der allerbeste Schaufler. Okay. Dann packen wir es noch in das Ding. Orangen. Ich hab, glaube ich, ein Ding, Geschenkpapier, glaube ich, habe ich dahin. Ich könnte einen Autoreifen schenken. Ah ja. Mir ist Gold. Das wäre jetzt mega nice, wenn wir jemanden am Campingplatz hätten, der es worth ist, sag jetzt mal, dass wir da irgendwas rumdoktern. Das wäre schon cool. Nee. Gut, Geschenk für eine Set. Es ist cool, dass die Melinda daran erinnert. Das würde ich immer vergessen, das weiß ich. So. Da ist noch ein Fossil. Ach, der Ding ist da. Günther? Heißt der Günther? Ronny, hi! Gerd, okay. Gut sieht es aus, gibt's. Lass uns quatschen. Bei so einem gesegneten Wetter spazieren zu gehen, fühlt sich einfach großartig an, gibt's. Tamara, hi. Hey, wie läuft's? Schnurf. Lass uns quatschen. Hey, lauf es rum, check das mal. Einen Fuß von den anderen und los. Wahnsinn, oder? Oh mein Gott, du bist so gut. Wenn die Häuser voll sind und du jemanden vom Campingplatz einlädst, zieht jemand allein aus, aber die neueste und wenn du was außer der neueste und wenn du ein Umzugskit von jemandem dabei hast, sein Tauchplaner verleiht dem Leben Struktur, aber manchmal darf man auch ruhig spontan sein. Wie meinst du? Ich dachte, man kann sich aussuchen, wer auszieht vom Campingplatz. War das nicht gestern noch ein Thema? Jo, dann wirst du fleißig. Lass uns plaudern. Ideales Autowetter, da freuen sich die Muskeln doppelt, wenn sie an der frischen Luft sind. Echt so. Na, random ist irgendwie nicht so sexy. Geh mal kurz zu Neuset. Eines nach dem anderen. Neuset. Spatzel, wo bist du? Ja, vor allem, du hast es gestern bewiesen. Wie oft deine Lieblingsbewohner ausziehen wollten. Ah, jetzt sehe ich's. Alles klar. War gestern noch ein Thema. Jetzt sehe ich's. Hallo, Neuset. Süße, wo bist du? Musst du wohl einen Aufgang bauen?
Aber du bist ein Eichhörnchen, du schaffst das schon. Bin mir ziemlich sicher. Nein. Die neues Sei gegrüßt verzüglich, dass meinen Geburtstag mit mir, was? Sei gegrüßt verzüglich, dass du meinen Geburtstag mit mir zu zelebrieren gedenkst. Oh, ich zelebriere deinen Geburtstag. Heute bin ich ganz gewiss das glücklichste Eichhörnchen der ganzen Welt. Du hast dein Drachending nicht mehr an. Die Feier weist bereits vortrefflichen Charakter auf, wurde auch von weiteren Geschenken profitieren. Nun kannst du einen Beitrag zur Aufwertung der Veranstaltung leisten. Ich habe ein Geschenk. Welche wunderschöne Verpackung. Und welchen Inhalt magst du wohl verbergen? Ein Fossil, das passt zu dir, mir so etwas zu besorgen. Du hast auch voll ausgraben und mir geschenkt. Danke dir, das passt zu dir. Von dir beschenkt zu werden war ganz unabhängig von der Gabe selbst eine wahre Freude. Danke. Heute nehme ich mir die Zeit, Ziele für meinen Geburtstag im nächsten Jahr schriftlich zu fixieren. Ich habe in einer Zeitschrift gelesen, dass selbiges dabei hilft, sie auch wirklich zu realisieren, Spatzel. Im letzten Jahr war mein Ziel, mir dieses Jahr Ziele fürs nächste Jahr zu notieren. Das habe ich erreicht. Oh mein Gott. So kann man es auch machen. Und wenn der Campingplatzbesucher mit jemandem tauschen will, den du behalten willst, kannst du das Spiel einfach ohne Speichern ausmachen, das Spiel neu starten und dann will der Campingplatzbesucher meistens mit jemand anderem tauschen. Ich habe das mal 2 Stunden lang mit Jessie so gemacht, bis sie bei mir einziehen wollte und es der richtige Bewohner war. Oh je. Wenn sowas gesagt hätte, wäre richtig bitter gewesen. Müll ausgraben und schenken. Dass hier alle mich feiern, ist einfach ganz wunderbar. Ich kann gar nicht dankbar genug sein. Es tangiert mich durchaus. Oh, die Dame, es tangiert sie. Wenn ich erfahre, dass Prominente am selben Datum wie ich Geburtstag haben. Wir teilen dasselbe Sternzeichen und somit womöglich auch dasselbe Schicksalsspachtel. Ich notiere heute einiges, was sich in die Planung für meine Feier im nächsten Jahr einbeziehen werden. Wie alt da ich da werde, das präzise ich nur zu gerne. Ein Jahr älter als dieses Jahr Spatzel. Rein der Rührung muss mein Geburtstag schon wohl gestartet sein, Spatzel. Aber nein, lass mich hinweisen, dass jetzt die Dame von Welt bewaht stets die Fassung. Jetzt wiederholt sich's, oder? Ja. Ja, jetzt wiederholt sich's. Keine Emote von ihr. Schau dir mal die Gesichtsfassade von der Set an. Die hat die heute auf Dauergrinsen gestellt. Ganze Blümchen, da können wir doch locker mithalten, oder? Jetzt wird die Bude gerockt. Das Beste daran, viele Kumpels zu haben, ist, dass man ständig Geburtstagsparty schmeißen kann. Guck nur, wie sich Noisette in der ganzen Aufmerksamkeit suhlt. Stahl hat die Deko, meinst du nicht? Kein Wunder, so wie alle rangeklopft haben, um die Bude aufzumöbeln. Das Ergebnis kann sich echt sehen lassen, da brauchen wir uns nicht zu verstecken, Bossi. Die Tatjana ist eigentlich schon auch cool, so ist es nicht. Aber hast du gesehen, Noisette hat die halbe Sanit heute am Mundwinkel. Das ist nämlich vollen Einsatz. Keine Ahnung, wie die Party nächstes Jahr toppen können. Ich lasse mir schon was einfallen. Das Beste daran, viele Kumpels haben. Achso, gut. Ich kann leider nichts machen, weil ich nicht tanzen kann als Emote. Ich wink dir wink zurück. Wie schade, dass du aufbrechen musst. Es war großartig, dass du die Feier beiwohnen konntest. Nochmal danke, dass du mich mit deinem Geschenk bedacht hast. Bis bald, hoffe ich. Schauen wir vielleicht später nochmal rein. Wenn ich will.
Aber wie... Hä? Singst du? Pimpalapim, hi, grüß dich, hallo. Einen wunderschönen. Ein 1000 Sterne-Sack. Ein Gims. Ein Gimstensack. Also ich frage mal vorsichtig, wenn wer weiß, ob er einen guten Rübenpreis hat. Bin ich vielleicht dabei. Ich schaue mal gerade selber noch mal ganz kurz beim Lepp und Lepp. Was war ich dabei? Wir haben nachher Physik, genau, stimmt. Geht auch noch ins Ausgraben. Oh, da kann man Nux laden. Hello. Ein Buch. Mag ich. Küchenmaschine mag ich auch. Nehme ich. Das glaube ich, habe ich schon. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Das ist... Ja, guter Regenschirm. Ja, logisch. Ach, das habe ich selber. Schädel, bitte. Sehr gerne, ja. Kainiel, hi. Grüß dich. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ach, Rübenpreis wollte ich fragen, mein Gott. Rübenpreise wollte ich fragen. Also, lieber nicht. Rübenpreise. $158 Sterne, das wird schon gehen, oder? Für 105 haben wir es gekauft, ich meine. Wenn der gerade zufällig online ist, wenn wer schauen mag, was er für einen Rübenpreis hat. Geht besser. Ja, wird gehen, sagt Sarah. Ich sag, geht besser. Also, wir haben es für 105 gekauft gestern. Also relativ, also gestern. Bei Philipp auf der Insel. Da war es gestern Sonntag. Wir haben 105 haben wir ausgegeben. Das war oberes Niveau, glaube ich. Was da gesagt wurde. Schau es gerade um. Ah, nice. Oh, hallo. Ist das nicht ein wunderschöner Tag, um ein paar Blümchen zu kaufen? Und vielleicht noch einen Busch dazu? Lukas, hi. Ich dachte, dass du heute streamst, meinst du? Ah, doch. Hi, servus. Haben wir schon hingekriegt. €139. Oh, 139 Euro nehme ich aber. Wir müssen jetzt nur 100 irgendwas Sternis. 156. Wie viel haben wir? 10.000? Ja, ich komme zu dir, Pimperlim. Auf jeden Fall. Pimperlim. Kürbislätzling könnte man eigentlich noch ein paar kaufen, oder?
Ich hol mal ein paar Sternis. Und wie hast du sogar dein Geld gemacht? Ich hab Rüben verkauft bei Animal Crossing. Oh. Nehmen wir gerne. Bankautomat. Ich kaufe mal wieder über 5 Stück, glaube ich mal. Auszahlung. Dann geben wir die 23.000 her. Bitte wählen Sie, ich möchte gehen, bitte. Jetzt kommen wir gleich zu Leo. Wann gehen die Rüben kaputt? Gehen die Samstag um 12 Uhr auf Sonntag, also um 0 Uhr quasi kaputt? Oder wann sind die kaputt? Ich möchte einkaufen. Hab mir Erdbeer und Banane Baby Riegel gekauft. Und als erstes steht Apfel und Rosinen. Haben wir Erdbeer und Banane Baby Riegel gekauft. Und als erstes steht Apfel und Rosinen. Was? Was sind denn Zutaten? Ach, morgens erst, okay. Ja, gut. Kaufen wir ein paar Dinger. Wie die rumwuseln, die Bewohner, ne? Ah, mit Bluthibiskus haben wir eigentlich tatsächlich. Ja, aber komm, gib. Kaufen ein bisschen Flowers. Ich kaufe jetzt einmal durch. Wenn ich mir das nächste Mal Apfelriegel hole, vielleicht sind da den Erdbeeren drin. Das kann gut sein. Ach Gott, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Mango und Kiwis dann. Wie die rumwuseln, ne? Ich find's halt nice, es ist aber wirklich mit so vielen Sachen so. Ah, da ist ja recht, der Lukas. Durchlesen das wirklich nicht, was hinten drauf steht. Ich kenne tatsächlich keine Babyriegel, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht, Lukas. Machtl, servus, hi. Einen wunderschönen Papageitulpe. Wie die rumrennen hier. Schon wieder am Start, ja. Ich hab's vorhin schon erzählt. Es war eine lustige Nacht, oder ein lustiger Morgen, sagen wir es so. Ich bin um 5:30, also quasi ins Zimmer, also in mein Schlafzimmer, mein gegenwärtiges. Was war denn das jetzt? Und mach die Tür auf und hat so ungefähr
knapp 40 Wespen im Zimmer. Mega nice. Alle Wespen raus. So nach und nach. Und dann, ja, so rumgesucht, nichts gefunden. Um 6 irgendwann ins Bett. Und dann irgendwann um 8 wach waren, weil mich so ein Mistviech gestochen hat. Also in den Fuß. War auch mega nice. Und jetzt so seit halb 12 rum, sag ich jetzt mal ganz grob, wieder rauskommen. Und wieder 20 Wespen drin in der Früh. In dem Zimmer, wo ich geschlafen habe. Jetzt haben wir quasi das Loch gefunden, da hat sich ein Wespennest ist vom Dachboden her um. Das war eher nicht so geil, aber naja, es geht, es passt. Gestern waren noch ein paar Rays dabei tatsächlich, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ja, die Kürbisse pflanze ich gleich an. Planting in Overmanting. Okay, wir 5 sollen erreichen erstmal. Lagern wir kurz ein, das restliche Zeug, glaube ich. Die Büsche kann man eigentlich auswachsen lassen und umsetzen, oder? Ne, das war irgendwie nicht so fein, das stimmt. Aber naja, hat schon passt. Aber die Blumen pflanze ich pflanze es gleich ein, komm. Das ist eigentlich egal. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Und ins Lager und in das Lager. Viele Lager. Le Lager. Ich pflanze die Dinger, Philipp, dann mache ich die auf. Wenn ich noch immer Platz auf der Insel habe. Hier ist gut. Ich pflanze jetzt mal so im Schachbrettmuster ein bisschen. Das ist ein super Schachbrettmuster. Ich bin... Halb 6, wann bin ich los? 4, glaube ich, ja, kann sein. Es waren 11,5 Stunden. Kannst auch kommen. Wolfskralli, hi, hallo. Machtel darf er gern selber kommen, wenn er mag, ist kein Problem. Das ist irgendwie so im Plan vorgesehen, dass man das so über Kreuz pflanzt. Genau, das wollte ich machen. Ich wollte es ablegen. Pflanzen. Was machst du, Erdbeerchen? Aktuell tatsächlich nur Blumen. Also wir haben Blumen gerade gekauft, weil der Gerd da ist, der... Wie heißt er denn? Der da hinten. Das Faultier. Jetzt versuche ich gerade, dass ich Blumen pflanze im Schachbrettmuster ganz leicht. Dass sich die kreuzen.
Zumindest so einigermaßen, weil dann kriegt man neue Farben raus. Und dann werden wir mal so nach und nach, denke ich, ein bisschen rumsuchen, was es alles so gibt. Für was braucht der Bücher? Ich glaube, Machtel möchte Dinger bauen, oder? Irgendwelche Holzregale. Ich lasse dir halt alles voll, das ist irgendwie belastend. Handy-Tastatur mag ich wirklich nicht so gerne und Autokorrektur. Was ich heute so gemacht habe und wie es mir geht, ich hab's gerade vorhin erzählt, ich war jetzt eigentlich bis zum Schluss mit dem Wespen beschäftigt. Wo geht das? Haben wir dann erst das Gift gekauft, bin dann vor und jetzt bin ich da. Also eigentlich war heute nicht recht viel mehr wie tatsächlich schlafen, versuchen, essen und duschen und jetzt bin ich da. Heute war ziemlich unspektakulär tatsächlich. Ansonsten haben wir gestern noch gemacht und gestern haben wir noch Animal Crossing gespielt, haben uns die Cleo noch besorgt. War mega süß für der Cat. Also da reingestresst wie nochmal was. Das Blöde an Blumen, wenn man sie wieder ausgraben muss, in alten Animal Crossing, konnte man die Blatt treten, das war super. Ah. Ich glaube, Blatt treten kann man kann die Blüten, glaube ich, runterrennen. Wenn man zu schnell durchrennt, glaube ich, dann kann es passieren, dass die Blüte kaputt geht, glaube ich. Aber die Blume ist immer noch da, glaube ich. Zumindest meine Erfahrung jetzt gerade. Nee, fand ich blöd. Ah, okay. Die Geldbäume sind dann eigentlich nur noch Deko, ne? Also die kann man für nichts anderes mehr hernehmen dann, wenn da einmal was dran war. Kein Teil, gerade sag ich. Dass du gestern unter Aufopferung deines Lebens noch die Cleo besorgt hast. Wir waren noch nicht bei ihr. Ja, steht mir, ne? Das sind Tulpen, würde ich sagen, gell? Ich freue mich schon aufs nächste Woche auf Mario. Achso, nein, ich habe gesagt, dass Lukas hat jetzt auch eine Switch. Ich war noch nicht bei ihr. Ich habe mir zwar schon Arsch abgefreut heute. Aber ich bin noch nicht bei ihr gewesen. Ich habe das Haus schon angeschaut. Ein bisschen an Blumenpflanzen gerade. So random, zwar mehr oder weniger. Glaube ich. Aha, wer kommt denn da? Also meine Insel ist sehr organisiert, wie ihr seht. Also komplett durch die Bank. Alles. Kann ich auch mal mitspielen. Mein Bruder, genau, stimmt.
kann ich dich schön, kann ich schön gegen dich verlieren. Da hast du auch mal recht, ja. Ich bin gespannt. Ich bin selber eine gute Mario Kart. Mal schauen. Wir haben hier halt mehrere Mario Kart Profis im Chat, glaube ich. Einmal. Installagieren und das Ding, das Pokémon mal da draußen. Das, aber wann genau nochmal, da ich Sonntag und Montag weg muss. Normalerweise machen wir Sonntag. Normalerweise tatsächlich. Also Sonntagabends meistens, so ab Viertel nach 8. Ist meistens Mario Kart. Tatsächlich. Aber machen wir eigentlich die Woche, würde ich sagen. Ist erst einmal ausgefallen, glaube ich, von dem her. Kommen wir schon wieder zusammen. So. Ich mach mal auf, Philipp, wenn du noch magst oder noch kommen willst oder je nachdem. Ach, München, okay, nice. Muss über googeln, weil ich die Bewohner nicht kenne. Wolfgang sagt's, ja. Ach der, alles klar. Den habe ich sogar schon mal gesehen, glaube ich, auf einer Insel. Also Bücher braucht er nicht. Also mir ist wurscht, dann nicht. Kein Problem. Muss ich sagen. Wolfgang habe ich bei dir gesehen, er kann auch sein. Katze hat den, okay. Er kann sein. Ich war schon auf so vielen Inseln jetzt, aber gut ist möglich. Ich weiß nicht, wer den Campingplatz drin sagt, haben mit so viel Zeug zu machen. Also. Insel müssen wir noch umbauen ein bisschen. Wenn du auf die. Ja, nee, ciao. Wenn du auf die Insel gehst, kannst du mir schon welche mitnehmen. Ach so, okay. So. 8, 900. Ja, vielleicht bekomme ich irgendwann als Amiibo, sammle die Karten nämlich. Ach, du sammelst die Karten, nice. Kaufst du dann so die einzelnen Packs, was da gibt? Ich habe letztes Mal geschaut bei uns, weil ich einen Warenladen gehabt, der die Dinger verkauft hat. Also die verschiedenen Serien, aber haben sie leider nicht mehr. Ich schau mal kurz, weil ich wollte mir ziemlich einfach kurz mal ein paar. Ich wollte mir auch welche holen, sagen wir es so. Ist jetzt für mich dabei, Moment. Ich weiß nicht, wie heißt denn der auf Englisch? Nee, so, da glaube ich. Nee, ist nicht dabei, schade. Doch, Fang. Ist das Fang? Sarah, danke dir. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Cleo. 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 Ah!
Leo! Leo! Hallo! Ah, mein lieber Emil, wie du siehst, bin ich deinem Rat gefolgt und hierher gezogen. Doch wie du ebenfalls sehen kannst, bin ich noch nicht eingerichtet. Besuch zu empfangen, höchst peinlich. Bis morgen allerdings sollte ich alles eingerichtet haben, dann ist auch Zeit für eine gepflegte Unterhaltung. Ist wurscht, ich schmus mit dir, komm her. Ach, es fühlt sich an, als käme ich überhaupt nicht vom Fleck. Vielleicht ist es Zeit für eine Pause. Nein, 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 ich werde heute fertig, aber ich will nicht Cleo heißen. Mein alter Teppich wirkt in der neuen Umgebung geradezu schäbig. Es gibt kaum beim Einrichten so unendlich viel zu beachten. Aber wenn man sich so seinen Traum zu Hause schafft, dann ist das die Mühe wert. Miau. Die Cleo, hey, Süße. Schnucki. Ist die süß. Tschüss. Ach Gott, so nice. Ah, Cleo. Cleo ist schon cute, aber Sophie finde ich süßer. Sophie? Ist auch süß, ja. Ich mag Cleo lieber. Dornige Rose sind wir. Was? Will noch was schauen. Ich habe auch noch eine Verabredung. Animal Crossing. Ein fürsorglicher Rädelsführer. Oh Gott, einiges. Da ist was im Busch. Eine hervorspringende Schlange. Los. Gratulantenbonus. Einem anderen Insulaner zum Geburtstag zu gratulieren macht Freude und wenn es dafür Noobmeilen gibt, macht es sogar noch mehr Freude. Ah, Partyclown, passt. Das sind wir eher, ja. Okay. Dann machen wir noch Philipp auf. Hallo. Dodo eher. Laura ist gerade noch shoppen. Ich mach trotzdem schon mal auf. Ja, das ist gar nicht. Ruschi. Verbindung zum Internet wird hergestellt. In dem Internet drin sind wir jetzt gleich. Speichervorgang berührt nicht Powerknopf. Was war denn dieser Blick? Achso, nee, bloß wegen Dodo. Wegen dem Dodo. Allein was er schaut so. Alles klar. Ich öffne jetzt den Flugsteig. Offen. Ah, okay, viel Spaß, danke. Ah, okay. So, wir haben ihn geopend. Dann schauen wir die Bewohner alle durch, vielleicht will er zufällig rausziehen. Wie schaut es mit dir aus? Nicht so, nee.
Die ist bei der Ding, bei der... Was jetzt? Das ist Ludwigs Haus. Morpheus will ich... Diana, hi. Diana sage ich, Froni. Diana ist der englische Name wieder. Wie oft sich unsere Wege heute wohl noch kreuzen werden, eben jetzt bestimmt 2-3 Mal. Bestimmte Kleidung anzusehen ist für mich pures Vergnügen. Gefällt dir das, was du gerade trägst? Ja. Es sieht in jedem Fall verzüglich aus. In Modefragen kann ich dir wohl kaum das Wasser reichen. Das glaube ich auch. So Katzenhut, Brille und die Schnurrhaare sind schon nice. Ja. Auch das stylische Löcherpulli mit den Arbeitsstiefeln. Ja. Ich brauche bloß noch zerrissene Jeans. Sei grüßt, alles in Ordnung geht's. Ich will plaudern. Meine Stadt nimmt auch schon langsam Gestalt an. Ah, okay, nice. Da Gelegenheit mal anschauen. Es ist mir unerfindlich, wie die Zeit so schnell fliegen kann. Mein Tagewerk ist noch lange nicht verbracht und ich wollte noch Zeit mit Philateli verbringen. Wer ist Philateli? Philatelie. Ach so, Briefmarkenkunde. Okay. Die sammelt Briefmarken. Wenn es ihr gefällt, gell? Nein. Warum auch nicht? Jo. Arena ist nicht da. Wir haben wir gesehen, Tamara haben wir gesehen, Froni haben wir gesehen, wir haben Ludwig gesehen, wir haben Noisette und Tatjana gesehen. Miringe oder Maria heißt es genau. Schön dich zu sehen, Tararap. Ich wollte mit dir reden. Ich glaube, manchmal mache ich mir einfach zu viele Sorgen. Ich höre ja gern Bluegrass. Was? Okay. Aber oft verzichte ich darauf, um niemanden zu stören. Blöd, oder? Ja, eigentlich schon. Da. Hi Godzilla, grüß dich. Was hast du jetzt? Nee, hast du heute, okay. Ja, dann. Oh, stimmt ja, genau. War ja gestern Regenbogen. Regenbogen. Wie heißt's? Sternschnuppen. Ach Gott. Morpheus, hi! Hallo, wie geht's dir? Ich will plaudern. Ich habe genau die richtige Größe. Zu groß, um das andere Ende zu sehen. Was? Zu groß, um das andere Ende zu sehen. Zu klein, um von einem Seemonster angegriffen zu werden. Wahrscheinlich eher andersrum, oder? Ich konnte fliegen. Es war toll, alles wie ein Vogel von ganz oben zu sehen. Nur, dass ich dann Hunger bekommen habe und nicht wusste, wie man landet. Ach, der ist super. Da liegt nichts. Nee.
sagen, jetzt schauen wir dann bei Gelegenheit. Wir dekorieren jetzt einfach mal ein paar Ecken. Vielleicht kommen wir auf eine 3-Sterne-Bewertung. Indem wir zum Beispiel einen nicen Metallkanister irgendwo hinstellen. Die Leute werden von nah und fern kommen, um Selfies mit dem Metallkanister zu machen. Wer hat das geschrieben? Wie denkt sich das? Das ist doch irgendwie... Das finde ich so cool. Die Wasserdinger drin. Da auch. Le Mouchel. Ich gehe jetzt erstmal Inliner fahren. Viel Spaß euch noch. Danke dir, Lukas. Danke fürs Vorbeischauen. Viel Spaß beim Inlinern. Viel Spaß. Fahr eine Runde mit für mich. Mache ich, passt perfekt. Philipp, brauchst du eigentlich noch Steine? Okay. Also ich habe glaube ich nicht mehr allzu viel, aber ich muss es nachher noch jetzt gesammelt habe gestern noch. I'm looking. Oh Gott, hier ist alles zugepflastert, ne? Ich glaube, ich kann die Wildwuchsinsel von der Karte definitiv toppen. Bin mir ziemlich sicher. Also wir können eigentlich, wir haben eigentlich, Moment mal, ich schau mal kurz. Ich glaube, wir können die, was, habe auch noch nicht weitergebaut, weil ich mit Wolfers Blumen beschäftigt bin. Ah, okay. Was brauchen wir für den Sternenstab? Ah, Moment. Warte kurz. Die Frage musst du schon ausformulieren. Hello. Wolfo ist ein Tierhändler und Philipp ist ein Blumenhändler. Moin. Ich hab immer Steine. Da.
ist denn der komische Zauberstab eigentlich? Ah, da ganz hinten. Nee, Favoriten. Moment. Da ist er. Ach, können wir uns machen. Riesensternsplitter haben wir einen. Und der Tickethändler, ja, das ist wohl richtig. Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich, ja. Oh, ich habe versehentlich von Noobs Laden 15 Steine fallen lassen. Ob die wohl wer mitnimmt? Hm. Yeah. Stormlion, hi. Grüß dich. Danke dir. Danke. Lass einen Platz für die Steine. Einen. Es sind nur 15, aber immerhin. 1000 selbst wenn du mich Mod machst. Hm. Wir kennen uns nicht. Noch nicht zumindest. So was dauert. Warum bist du mit Wolfos Blumen beschäftigt, 15? Was müssten machen, aber warum hast du von Wolfo Blumen? Ach so. Das ist ein komisches Angebot, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ja. Ich hab schon Mods, doch. Halt nicht da aktuell gerade. Aber ich kann selber farmen. So ist es nicht. Überhaupt kein Problem. Alles klar, weißt du. Nee. Wenn wir in das Geschäft kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Philipp, ja. Immer schauen, das letzte ist ja ganz lieb. Oder sie. Weiß man nicht. Ich gebe eben erst einmal eine Chance, so ist es nicht. Genau. Ja, man kann einen. Du bist im Chat drin, Stamlion, das ist eigentlich schwierig. Also du bist eigentlich schon angreifbar, so ist es nicht. Hast du gar einen Follower da lassen, also. Habe ich die Steine wieder mitgenommen? Philipp, ich habe die Steine, glaube ich, wieder aufgekauft. Ganz versehentlich irgendwie so. Wollte ich gar nicht. Aber da bin ich weg. Einmal ablegen. Jawohl. Erst verkaufen wir kurz. Gehen wir einen Laden rein. Wenn es geht, ich weiß gar nicht. Was guck. Jetzt haben wir bis jetzt, dass wir keinen Grund nicht geben noch.
Also, ich sage euch, gebe jedem erst einmal eine Chance, so ist es nicht. Also, ich weiß, das sehen manche anders. Mal schauen. Okay, ich kann gleich meine neuen Projekte anschauen. Ah, okay. Ich will was verkaufen. Das da. Das und das. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Oder ist einiges los dabei? Ich rechne das mal kurz durch. Abgemacht, jawohl. Du weißt meine Aufgabe. Du weißt meine Aufgabe? Ich verstehe das ganz ehrlich gesagt nicht, Stormlion, was du willst. Also, ich sag mal, schau doch zu, doch alles cool. Ich verstehe nicht ganz. Nein, ich hab nichts tippt. Ich hab bloß die Emotes angeschaut von dir. Das einzige. Das hab ich gemacht. Ja, ich schau gern vorbei. Kann ich machen. Ich verstehe halt, Leon, ich verstehe nicht, was du davon hast. Das ist mein Problem. Ich meine, was bringt's dir? Das würde mich interessieren. Das wäre das Einzige. Was sind das für welche? Fini. Ette, hi. Ja, da schreibt doch ganz normale Sachen. Schon wieder ein Leon der Schmarrn labert. Warum gibt es noch einen? Philipp, hast du Dinger mitmachen? Ich dachte, da wird der Schlüpper enger. Hast du die Steine mitgenommen, Philipp? Oder hast du es liegen lassen? Ich weiß nicht. Du bist ein da, glaube ich, oder? Wie funktioniert das Ding jetzt? Ausrüsten. Was macht der? Keine Outfits gespeichert. Okay. Morelio, hi, grüß dich. Ich lurke, kein Problem. Jette, danke dir. Theoretisch, ja. Aktuell ziemlich wenig eingestellt, wenn du das wissen willst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich... Was für welche? Nichts Interessantes tatsächlich. Nur Info. Zwei, drei. Ich lösche immer wieder. Kommt immer spezifisch darauf an, was wir machen quasi. Philipp, ciao. Am 8. kommt gern vorbei, ja. Gerne, gerne. Hast du die Steine mitgenommen? Ich hoffe doch. Würde nicht, Powerknopf. Jo, perfekt, okay, passt. Maske auf, okay. Moment, was hast du für einen Rübenpreis? Weißt du das zufällig? Frag für einen Freund.
Schaublaus ist da. Bringt mir aktuell nichts. Ah, perfekt. Hallo. Hallo mal wieder. Gibt's irgendwas Wichtiges oder willst du einfach nur ein bisschen gemeinsam rumhängen? Ich will plaudern. Rate mal, wo ich mir neuerdings total gerne die Zeit vertreibe. Ich weiß es. Ich laufe rum wie ein Flugzeug, es fühlt sich toll an, wenn der Wind an meinem Gesicht vorbeiflitzt. Aber wenn du meinst, wenn ich müde bin, lande ich einfach im Gras, mach die Augen zu und fliege meinen Träumen weiter. Okay. Der pennt den ganzen Tag. Ah, Bocky haben wir noch nicht gesehen heute. Genau, stimmt. Hey. Schau mal lieber. Ich wollte mit dir reden. Klarer Himmel, frische Luft. Meh, lebe den Traum, Emitz. Alles klar, machen wir. Oh. Da liegt da wieder Zeug. Ach, okay. Danke dir. Schau mal gleich. Ach, okay, passt. Der Hausplatz. Was bringt's dir? Ist meine Frage. Was es geht, weißt du, also was bringt's dir? Außerdem neues Konto ist gleich aufgemacht, also. Ich will was verkaufen. Sehr gern. Ich möchte eigentlich nur Kusch loswerden. Das und das und das. Jawohl. Okay. Wie beschäftigt du dich während Werbeblöcken? Hast du die alte Anleitung? Okay. Kirschschirm. Okay. Eine Kirschschirm. Ja, nice. Die Verzögerung ist hart dann schon aktuell gerade. $95. Na, okay. Bei mir ist, ich habe es für 105 gekauft. Bei mir wären es, glaube ich, 156 gleich waren es bei mir. Flugsteig schließen. Ja. Ja. Ja, was soll ich tun? Sag einfach Bescheid. Mach mal.
Also, I'm ready when you are. Bleiben wir gleich mal da im Flugsteig. Wie du. Denk du, oder? Ich möchte fliegen. Ich schätze übrigens ein Meilenticket zusammen, sag Bescheid, wenn du einlösen möchtest, ja, ich weiß. Ich möchte vorhin was schauen. Ganz vergessen. Ganz vergessen. Können wir jetzt die Bilder bestellen, also die Poster? Ich dachte, oder? Nook Shopping? Nee. Noch nicht, warum noch nicht? Coming. Das ist jetzt mal eine richtige Insel. Der ist so ein Wildwuchs wie bei mir. Leonus, ich möchte fliegen. Sammelst du Timeouts oder wie? Online-Spiel? Verstanden, dann lass mal eben schnell eine Verbindung mit Internet herstellen. Mach mal. Roger. Mach mich stolz, der Timer durch. Ach Gott. Deine Aufgabe ist, getimeoutet zu werden. Little Code. 5N, QX8. N QX8. Jawohl. Suina Insel läuft. Ramsau. Abflug. Woher hat das Ding alles gestört? Ah, viele Klicker sind, denke ich mal. Ich war kurz. Lass mir das zu der Insel und dann schauen wir mal. Bist du da? Okay, dann versuche ich es nochmal. Coming. Ich hab's im Stream gesehen für die Machtel.
aber live noch nicht. Bin gespannt. Kürze reichen wir Ramsau. Oh nice. Das ist Akio, oh mein Gott. Ist nur der vordere Teil bebaut? Ah, okay. Du Timeout sich selber? Das würde ich tatsächlich gern sehen. Hinten hast du die alte Insel. Ah, okay. Zwei, drei Bücher. Gott, wie viel hast du Bücher? Wie viel hast du gekauft? $37. Ist das Angel Stacks? Ja klar, muss sein, weil sie Blätter sind. Ach, voll nice. Die Dinger, die Kanaltitel. Drei, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kann sich sehen lassen, ja. Geo, hi. Irgendwie mich. Plattenladen, voll nice. Ist das neu? Plattenladen ist cool. Wirklich. Du machst die Designs wirklich komplett nach oben schauen. KK Records. Ach, du machst die Dinger wirklich komplett selber. Auch voll nice. Harf, Fotoservice Harf. Ach, hier auch überall. Ach, die Dinger sind verkleidet. Jetzt. Die Berge hast du verkleidet. Ja, ist ja cool gemacht. Da kannst du mit Geo reden. Oh, ich grüß dich. Das ist eine andere Insel sowieso, oder? Jo. Willkommen, mein Name ist Geo und du heißt? Demis. Ich habe das Gefühl, uns verbindet etwas, aber vielleicht bin ich auch nur, wenn du wieder einmal auf Ramsau bist, musst du aber mir unbedingt Bescheid geben. Mach ich. Toni Rock, hi, grüß dich. Hallo. Ich habe das gestern kurz gesehen, oder vorgestern war es, glaube ich, im Stream von dir, dass du die Ataguna, dass du die Design-App offen hattest. Und die war schon hart voll, also das war schon einiges an Zeug. Wow.
schaut cool aus, ja. Respekt. Grill. Post sogar. Ach, ist ja geil. Das schaut super aus. Gerade, ja, gerade ankommen. Ich finde die Straßen auch schon so cool tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, mit dem. Das ist echt cool. Wunderbar da, ja. Internet war kurz weg wegen Gewitter, oh mein Gott. Jetzt scheint wieder die Sonne. Der Gunnar rennt unten rum, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Der ist hier unten irgendwo. Ja genau, hier ist Gunnar. Gunnar. Der ist sehr erfreut. Nämlich drauf Gunnar von Ramsau. Hat er Spaß. Bin auch noch keine Ewigkeit hier Beste. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Ihm jetzt echt jetzt? Cool. Und mich freuen, dir öfter mal zu begehen, ihm jetzt. Gunnar ist bester. Ja, stimmt wirklich. Gunnar, ja. Ach, mit das Ding mit einer. Das ist eine Soba-Rutsche. Nudelrutsche. Tankstelle. Was machst du komplett? Also willst du irgendwie so japanischen Flair irgendwie machen oder eher nicht? Also was ist so endgültiges Ziel, sag ich jetzt mal? Tirol, ja. Ach, das Rathaus versenkt ist auch cool. Das Geräusch in Japan, ohne Scheiß. Also, die Grillen sind hart. Als du im Sommer rumrennst, also du, ich habe mal ein Video gemacht, kommt dort davon, hau mir ab. Du hörst echt nur die Dinger die ganze Zeit. Komplette Stadt, okay. Komm mit Leuchtturm. Aber es ist immer mal irgendwas im Weg, ja. Oh. Oh, Foto macht. Schade, dass man so runterspringen kann, irgendwie, dass man immer die Leiter braucht. Alles cool gemacht, also echt cool gemacht. Fotogeschäft, ich sehe die Kamera sehr. Das ist schon hart geil, das schaut super aus. PK Records, Respekt.
Eine Sturmflut-Spekulantin. Ach, Toni, du wolltest noch angeln, oder? Dachte ich mir. Brauchst du die Haie noch? Ich brauche die Musik. Ich will immer angeln, oh mein Gott. Hi. Der Blaubau. Jede Tages- und Nachtzeit. Ich bin so schlecht im Angeln in Animal Crossing. Das ist echt furchtbar. Ich und die Brille. Schaut komisch aus, oder? Überfischungsalarm. Hallo. Gott, das ist schon. Ach, halb. Ach, ich sehe gerade. Bei dir ist Montag? Ja, meine Rüben. Nicht, dass meine Rüben verschimmeln bei dir. Ich glaube, ich verkaufe das dann bei mir bei Gelegenheit. Der Hemi. Ach, wir haben Inselball gespult. Ach, okay. Darf ich mal kurz noch hinterschauen zu dir, in die andere, also in den Altbau der Insel? Man kommt gar nicht an den Rainer ran, also. Keine Moment mal. Irgendwie kriegt mich die Brille gerade ein bisschen. Ich verstehe gar nicht warum. Jetzt gut. Ja, gut, okay. Schau ich gleich mal. Danke, schön. Ei, guck. Achso, schon lang. Heus 84, hi, grüß dich. Hallo. Vielen lieben Dank. Danke dir. Danke für den Follow. Nicht wundern, nicht meine Insel hier. Ich bin noch ziemlich am Anfang. Ich bin gerade beim 8 war. Heißt Icke? Okay, dann Icke. Nein. Ach, da Wolfo, hi. Den habe ich gar nicht gesehen vorhin. Ach mein Gott. Entschuldigung. Grüß dich. Ach, Kai heißt du. Okay, Kai. Jetzt, Entschuldigung. Darfst nach mein Haus, das ist noch einen tollen Kölner. Ah, okay, nice. Mach ich gerne. Mach ich sehr gerne. Kai ist eigentlich Icke. Der Tippfehler. Einzige Problem auf deiner Insel. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Aber schau mal, da muss ich mit durchkommen. Da kämpfen wir schon durch jetzt zu dem Haus. Wo ist der Haus? Da ganz links wahrscheinlich, denke ich mal.
ganz kurz in die Schneiderei reinlinken. Ich habe was anderes gesehen. Hi, also ich wollte gar nicht mit dir reden. Xanax, hi, hallo. Oder Hanna, hi. Die Papiertüte. Ich kenne jemanden, dem die ganz gut gefällt. Ich kauf's mal, vielleicht braucht er mal eine neue, wenn sie nass wird. Mein Kontakt hat gesagt, dass Gunnar heute Morgen fertig ist. Hoffe, das trifft auch so ein. Ah, okay. Das glaube ich, schenke ich weiter. Ich weiß jemand, der das mag. Ich bin mir ziemlich sicher. Kann man die eigentlich komplett kaufen, die ganzen Kleidung? Ich denke, nein, ne. Schutz, Papiertüte, kostet Geld. Hallo Toni. Das ist die Sina. Oh, entschuldige. Das passiert mir gerade nicht so gut. Schade. Ich glaube, die Schuhe brauche ich noch, oder? Na, Schuhe habe ich. So, bei wem kann ich Müll ablagern und nie wieder abholen? Definiere Müll. Ach Gott, cool. Bei der Schlepp geht's auch, ja, das stimmt. Möbel und Kleidung, die ich nicht mehr brauche. Ist was Asiatisch dabei oder was Gothic-ähnliches dabei? Das mag ich schon. Oh, nice. Das fühle ich mir. Hemd. Tüte habe ich gerade gekauft. Business-Kostüm? Nee. Das da. Ach, da wäre es auch drin. Okay. Ach, sogar mal. Oh mein Gott. Ich will den Kopfschmuck tatsächlich nicht so. Brille. Eher nicht so.
Na, ich glaube. Die Brille nehmen wir einmal mit. Ach mein Gott. Haben wir das zweite, ja. Nehmen wir mit. Ich glaube nicht so, Walter sagt sogar schon Siftbeutel zu mir in seinen Briefen. Siftbeutel. Also falls noch nicht, wer nicht mitgekriegt hat, es geht um Philipp und seinen Kopfschmuck. So ist besser. Moment, ich schau mal schnell, schlepp mal kurz hin. Ah, hier kann man durch. Aber du hast echt das vorgenommen gemacht, ohne Scheiß. Also wenn du alles mit dem Design zu dekorieren willst, Respekt. Also da, uiuiui. Oh, ja. Die brauchen wir. Noch viel Arbeit da, ja. Ja, ja. Glaube ich dir und sehe ich. Definitiv. Ich sage, ich habe ja immer noch nicht mal ansatzweise angefangen. Ich habe nur Wildwuchs auf der Insel aktuell und anfangs versehentlich die Häuser ziemlich scheiße gesetzt. Ich kann nicht mal richtig Brücken bauen bei mir, weil überall irgendwas rumsteht. Das ist echt blöd. Gut, ich wusste nicht besser, aber das ist nicht dein Haus, oder? Das ist einfach ein einfaches, glaube ich, oder? Das müsste links unten sein, denke ich mal. Trainer ist ja da, ja. Ja, aber er ist beim Achtel. Also, da will ich jetzt ungern was kaufen. Das Blöde ist nur, dass es so wenig Designplätze gibt. Ach, das ist beschränkt. Nur mal gucken, na gut, reinschauen können wir gerne. Reinschauen können wir gerne. Immer reinspaziert. Ich schaue es mal an, wenn es sehen wollt. Flüstern geht irgendwie nicht. Das Rechte bräuchtest du. Erstmal anschauen. So, bin dann fast weg. Sollte noch was machen zu Hause? Viel Spaß euch allen noch. Keniel, danke dir. Vielen lieben Dank. Bis später mal. Danke. Echtes Bild, okay. Ich sage, ich werde es hier nicht einkaufen. Das rechte Projekt, das habe ich sogar. Ich würde die Fälschung suchen tatsächlich. Von dem Bild. Die wäre nice. Soll wohl irgendwie nachts den Kopf drehen.
Das schaut nach deinem Haus aus. Ah, das sehe ich. Krass, ja. Ein Riesenapparat, aber echt, ja. Lecco mio. Ja, nice. Was? Was ein Wiki noch unterleben im Wald. Erst ein paar Monate jetzt und plötzlich mit zweitägigen Streams ankommen. Hm. Keiner konnte so nicht schreiben, aber kommen wir später noch an. Ah, ihr kennt euch. Kai und Cat. Ah, okay. Ah, okay, alles klar. Ja. Ach, das ist die Schreibmaschine. Julian. Also schönes Zimmer, muss ich ehrlich sagen, ja. Also gut eingerichtet. Ich warte immer noch. Ach, da ist immer so ein komischer Zauberer, sag ich. Ein bisschen eng ist bloß gerade aktuell. Ich warte immer noch drauf, dass irgendjemand den Folterkeller hat. Macht halt irgendwas im Keller, ich bin gespannt, ich weiß es nicht. Oh, nice. Okay. Ja. Ja. Mal kurz. Das wollte ich eigentlich nicht. Das schaut schon nice aus. Kakaobohnen. Ach, in Rot gibt es den Spiegel. Ah, okay, nice. Also sogar mit Dampf am Boden, ich sehe es gerade. Ach, das ist so ein Wolkenboden. Ah. Ich habe auch gerade Beutel angehabt, ja. In Gedenken an Philipp. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ach, Küche. Mit Möbeln. Wow. Ein originalen Pie. Achso. Mach mal für dich, komm her. Philipp. Küche mit Möbeln. Hm? Ist nice sowas, oder? Ja, ja, danke. Ach Mann. Panternacht, vielen lieben Dank. Danke dir. Oh, nice. Okay.
Ich weiß nicht, wie das heißt. Mikineko? Mikineko? Ich glaube Mikineko. Die geile Katze. Sau coole Tapete, ja wirklich. Machtel. Leuchtet schön, ja. Sau coole Sternentapete. Also ich muss halt schon sagen, die Detailverliebtheit in dem ganzen Zeug ist halt schon krass. Also das ist schon... Wow. Abschlussballtapete heißt sie. Toni. Abschlussballtapete. Na, sau cool. Also ich merke schon, die Anforderungen sind sehr hoch. Ich sage immer wieder, Animal Crossing Community, beste Community. Aber Anforderungen sind schon hoch, glaube ich. Und das, was man baut. Also wenn man dann sowas sieht, das ist schon uiuiui. Habe jetzt schon ein paar Inseln gesehen für euch, aber wow. Mein Gott, wie cool. Kotatsu. Yay. Okay, ich wohne jetzt da. Ist ja cool. Ich brauche sehr viel. Ich auch. Ja, das ist wirklich schön. Mega toll. Also, ich liebe die Dinger da. Ich habe mal Ewigkeiten lang versucht, einen Kotatsu mir in Deutschland zu kaufen. Vergiss es. Vergiss es komplett. Du kannst ihn importieren lassen. Das Ding kostet 6, 7, 800 Euro. Ohne Decke. Ey, also, ja, so, okay. Ja, gern. Sowas nehme ich gern. Ich meinte in Wirklichkeit quasi, also in richtigem Leben. Wollte ich sowas auch mit so Tatami-Matten oder so Zeugs. Hätte mir mal so ganz so eine Art Japan-Zimmer eingerichtet, sage ich mal. Aber das wäre schon Probleme an Tatami in Wirklichkeit. Ich kenne es ja wirklich durch Japan her. Es ist halt schnell kaputt. Also wenn du da wirklich irgendwas drüber schüttest, meistens haben die hier drunter eine komplette Decke, dass ja auch nichts kaputt wird. Und die Decke ist oft sogar noch meistens beheizt. Also Tapete, schade. Und in Wirklichkeit, wie gesagt, 600, 700 Euro für so ein Ding und ungefähr das gleiche einmal Fracht. Das ist irgendwie uiuiui. Und dann meistens für den deutschen Markt gar nicht so richtig zulassen, weil das ist ja Elektroheizer drunter. Das Ding, wenn die abfackelt. Folterkeller! Die muss ich kurz umziehen. Und die Brille sehe ich nichts. Und mit Tiernasen rieche ich nichts. Kann es sein, dass du keine Pinguine magst? Ist das möglich? Es schaut irgendwie so aus. Command von Machtel, okay. Flip. Was macht der? Ich weiß nicht, was ich machen soll da unten. Oh ne, nee, bei mir geht's. Bei mir geht nur Blub. Was macht Flip und Bohne?
Aber den Keller muss man es irgendwie erklären. Also ja, genau, hast du geschrieben. Also du magst quasi wirklich keine Pinguine. Animal Crossing, ah okay. Ich habe einen, der immer wieder dabei ist, Pinguin, heißt er. Ich glaube Pinguin 1998, glaube ich, wenn ich nicht täusche. Hat nur Pinguine, nur. Bei Flip gehört zu einem Minispiel. Und ohne da kommt eine Audio. Ach so, okay. Ich habe die Audios bei mir nur über die Kanalpunkte drin. Pinguine. Warum Pinguine? Aber ich habe auch keinen auf meiner Insel. Ich habe mal keinen Kult, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es auch nicht so schön, ne, muss ich ehrlich sagen. Oh, jetzt geht's ab. Das ist so. Können wir gerne machen, ja. Gerne, gerne. Musst du sagen, wo? Tag Wolfo. Er meint die Tapete. Die Abschlussballtapete. Glaube ich, wollte Toni haben. Ich glaube, Cat und Toni wollten eine. Genau, Wolfo hat eine gehabt, genau, sowas. Richtig. Ba, da, 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 da. Ach, kriegst du dir, na gut, brauchen wir fürs Toni noch, genau. Okay, das wollte unauffällig. Ja. Sehr gerne mitmachen. Geht ganz schön los zu bei dir, merke ich schon. Definitiv. Ich bringe die Zwerge mit. Zwerge? Das wirst du die Jungs eine Sternentapete organisieren, ne?
Ist immer so, ja, ich hab's letztes Mal nicht mitgekriegt, ja. Das war ganz lustig. Nur zu Recht, weil zum Bauen kommst du jetzt drin, denke ich nicht. Gut, ich merke es bei mir. Geht auch nicht. Es ist, ja. Cat, hi. Ja, Bezahlung, oh mein Gott. Dere, 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 dere. Ich meine Real Life. Real Life Bezahlung. RL. Dann habe ich Felix auch schon weg. Hi, grüß dich. Servus. Ahoi. Sau cooler Name. Der Name Felix war schon weg. Super, super. Ahoi. Was habt ihr gemacht? Wirklich cooler Name. Ach Gott. Animal Crossing, ja gut, alles klar. Warum frage ich eigentlich? Logisch. Stimmt ja eigentlich. Leute, kommt mal zum KK Records. Macht wohl ein Foto machen. Ich natürlich auch. Das ist das Beste. Philipp, jetzt riecht der Tüte gleich nach Fisch. Musst aufpassen. Er hat übers Gesicht drüber schlabbert. Lachi Molala. Danke dir, vielen lieben Dank. Miss Grace, hi. Wir sind beim Achtel auf der Insel. Alle Augen zu. Dankeschön. Du brauchst auch so eine Tüte. Ich hätte da zufällig eine. Ich kann eine holen, wenn du magst. Die gibt's gerade beim Achtel auf der Insel zum Kaufen. Möchtest du eine? Ich hol dir gerne eine. Ah. Eine Papiertüte.
Ich glaube, ich brauche sie noch für jemanden. Der Name Felix war schon weg. Wenn du magst. Soll ich sie dir bringen? Oder beholen, je nachdem. Wenn du magst, ja, dann kriegst du eine. Papiertüte. Du tragst die locker schon, ja, oh mein Gott. Die muss doch ranzig sein. Oder wäschst du die ab und zu? Kein Problem, Felix. Kein Problem. Oh mein Gott, was war das? Da bitte besorge ich morgen Abend. Muss jetzt dann zur Geburtstagsfeier von meiner Mutter. Ah, okay, macht doch kein Problem. Ach, der Zombie. Wolfi. Na, danke dir. Passt schon. Ich komme da schon klar. Ich komme schon klar, Machtel. Das kriegen wir schon. Ich melde mich schon, wenn ich mal was brauche. Tag Wolf im Abbrot. Jo. Euch auch viel Spaß noch. Mach ich, Machtel. Ich bin dann einmal weg. Es dauert so, bis alle weg sind, denke ich mal. Dankeschön fürs Zeigen. Ich versuche es noch einigermaßen die Insel auf 3 Sterne zu kriegen. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Schaffen wir das. Schöner Freitag und ein schönes Wochenende. Viel Spaß noch bei dem. Vielen lieben Dank. Danke dir. Dir auch. Danke. Schönes Wochenende. Rausschmeißen wäre tatsächlich schneller, ja. Genau, stimmt, hast recht, Volvo. Stimmt. Dann habe ich Felix was weg. Danke dir. Vielen lieben Dank. Was stehen? Schön dekorieren mit Mauern und so Zeug. Zeit der Besuch zu werden, ich warte drauf. Bis bald, danke dir, ciao. Wenn man rausschmeißt, werden dann nicht Items in der Tasche eventuell gelöscht? Nee, ich glaube nicht. Also. Tun ist mir glaube ich auch noch nicht. Also ich wurde erst zweimal jetzt mit dem rausgeschmissen. Aber hatte ich noch nicht das Problem. Ich habe nur einen einzigen Bug bis jetzt gehabt. Das hatte ich am Mittwoch, genau. Habe ich was verkauft in der Ding, ne, wenn der Owner das macht, nicht. Ah, okay. Wenn ich quasi, habe ich Zeug gesammelt im Wasser und habe quasi, oder lag gespannt, Bäume habe ich geschüttelt. Machtel, danke dir. Spaß. Und hat quasi
Ich glaube, ich habe da was ich keine Ahnung, 20.000, 30.000 Sterne in die Verkaufskiste reintan, also Zeug für den Wert. Dann hat er irgendwie ein Ladeproblem gehabt, irgendwie Netzwerk getrennt. Bäume waren alle wieder voll und es waren nur 500 Sterne drin, glaube ich. Aber ich habe, keine Ahnung, war komisch. Das hatte ich ein einziges Mal Besitzer. Einmal. Wenn man kein Internet hat oder das Spiel beendet schon. Ah ja, dann war das vielleicht das. Das war vielleicht dann das Problem. Weil bei mir war das Internet kurzzeitig weg, das ist richtig, ja. Beim Rauswerfen nicht nur, wenn einer über die Minustaste abreißt. Ah. Mehrere auf der Insel sind, okay. Ich muss ehrlich sagen, ich würde jetzt aktuell tatsächlich einfach irgendwie schauen, dass wir irgendwas auf die Insel stellen. So ein bisschen. Ich war gerade verwirrt, warum ich bei mir rumstehe. Wieso stehst du bei dir rum? Ah ja, jetzt frage ich mal ganz frech durch die Bank. Rübenpreis hat jetzt keiner irgendwie was einigermaßen Brauchbares gehabt, oder? Sage ich mal. Dass irgendwas Gutes dabei war. So ab, also 156 habe ich selber aktuell. Falls wer was hat, gerne her. Das verkaufe ich es irgendwann einmal dann. Ich weiß, Philipp. Ich weiß, dass du das machst. Die ist alle weggehen, ne? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich so spät? Soll das was heißen, liebe Leute? Mit dem Paul ist Schluss für heute. Ist es wirklich schon so spät, ja genau. Wer hat an der Uhr gedreht? Herzlich willkommen. Schauen wir mal kurz. 158 haben wir, okay. Wären 53 gewinnt tatsächlich. Herzliches Danke, danke. Ein bisschen warten. Ja, ich kann. Kein Problem. Aber erinnert mich dran, nicht dass ich vergesse. Also bis so um, sag mal, ich sage jetzt bewusst mal 3/4 Simi müsste ich weg. Wird sowieso Simi, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber 7 müsste auf jeden Fall weg dann. Und bin dann abends wieder da mit Horror. Mit horrorigem Horror. Den es interessiert alles. Ja, mal weg. Mit einem Kumpel verabredet. Alles klar. Tag Wolf, danke dir. Servus, ciao. Bis nächstes Mal. Servus. Viel Spaß. Gehst in die Real World. Was ist dieses Real World? Wo kann man das kaufen?
Schaut er das... Ah, okay. Was schaut ihr noch? Gibt's was Gescheites? Durch die Gegend schieben, Bocky. Das waren die von mir. Und Klopfer auch, oder? Wir laufen uns immer über den Weg raus. Lass uns quatschen. Ich hätte mir fast gedacht, dass ich dich treffen würde, wenn ich hier herumspaziere. Meh. Ah, vielleicht sollte ich Privatdetektiv werden. Nö, lieber nicht so. Lass das mal. Oh. Ein Geschenk. Ich bin der beste Schütze. Ich brauche ein Aimbot für Animal Crossing. Oh mein Gott, wie nice! Ein Kanister! Können wir gleich neben so einen Metallkanister stellen. Die Leute werden uns die Insel einrennen. Nur mit dem Metallkanister Selfies machen zu können. Nochmal kurze Frage. Oh, was bist du? Wenn ich jetzt quasi wenn ich jetzt reise auf Meilen-Tickets, ich sehe aktuell keine Bewohner. Das ist richtig, oder? Weil ich aktuell voll bin. Scheiße. Dass ich nicht drauf drückt. Genau. Ah, okay. Habe ich schon richtig im Kopf gehabt. Ich muss quasi erst wieder ausziehen, dass wir wieder neu kriegen. Erst den Platz hast. Ah, okay. Und Toni, weißt du das? Wie lange dauert das, bis sich das selber füllt, das Haus? Also wenn ich angenommen jetzt nichts mache, ich kriege irgendwann einen Random Rank, glaube ich, oder? Ein Tag nur, oh Gott. Tag ist nicht so viel. Also einen Tag Umbau muss man ziemlich schnell losziehen und eine neue Bewohner suchen. Ah, okay. Ihre App wird aktualisiert. Vielen Dank, dass Sie Nuklear genutzt haben. Ja, nice. Was gibt's noch? Nuke von Gestaltungskit.
Was macht das? Ein Bausatz, mit dem sich die Hülle des Nuk... Achso. Augenfarben für Gewinner. Die ist cool. Aber das Zeug kann man immer kaufen darin. Oder wechselt das auch? Nein, ich glaube, das wird eher mehr, oder? Also Rezepte, glaube ich, wechseln eventuell. Obwohl, die sind auch die ganze Zeit schon drin. Schauen wir wegen am Aufbau. Aufgang. Infrastruktur. Brückenaufgänge. Ach so. Ich sag den Bau ab. Nein, lieber doch nicht. Ich schaue einmal. Man kann quasi auch nur eines machen gleichzeitig. Okay, schade. Also ein Tag Umbau. Also. Kann nochmal lesen, okay. Hochschauen. So, okay. Ein andermal. Okay, also die 8000 sind mir wurscht. Da könnte man dann einen Aufgang machen. Einfach hier hinten, ne? Da so. Ja. Für eine Brücke kriege ich aktuell leider keine unter, das ist echt blöd. Hier bin ich zu nah dran, im Haus. Hier, also hier bin ich zu nah dran. Hier geht's nicht mehr. Ich muss echt die Gestaltungsseiten mal holen. Das ist, da brauche ich den PK erstmal da. Wir sagen die mal ab für den Aufgang. Die Brücke würde ich sagen. Na komm. Meister zum Nuke. Willkommen bei der Bauberatung. Ich möchte Infrastruktur. Ja. Ich möchte Brückenaufgänge. Wenn Sie Brückenaufgänge wählen wollen, drücken Sie die 1. Ich sag den Bau ab. Ja. Will ich weg damit. Neu. Aufgänge. Ach, das da so noch, okay. Okay, dann halt nicht. Schade, aber gut, hilft nichts. Du wirst abgesagt, haben wir jetzt mal. Komm schon klar, nach und nach, würde ich sagen. Kriegen wir schon. Kriegen wir schon.
Also es geht. Einer der Bewohner hatte gerade ein Gartenzeug abgeluchst. Feuerstory hat erfüllt. Nehmen die wirklich so Dinger mit? Also wie luchsen die denn ab? Ja, aber jetzt kann ich ihn ja bestellen. Ah, okay. Die kommen auf einen zu und wollen ihn haben, okay. Wenn ich das verstanden habe. Okay, du konntest mir doch eine Karte schreiben, gell? Ach, da bist du drin, alles klar. Okay, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Ja, ich hab's gerade gesehen. Es gibt, man kann durchschalten. Ich hab's gerade gesehen. So, jetzt müssen wir mal so einen dekorativen Metallkanister irgendwo hinstellen. Dass auch Leute kommen und Selfies machen damit. So, was haben wir denn jetzt alles? Was brauchen wir? Wir haben... Das können wir draußen hinstellen. Irgendwie nicht so viel, ne? Fitnessbereich. Mülltonne dazu. Anfang von einem Café. Dekorativen Stein. Das brauchen wir für drin. Candle in the Wind haben wir auch. Wasserball ist auch Sport, sag ich mal. Proteinshake-Set ist Sport, einfach. Football ist Sport. Dekorativer Metallkanister, normaler Kanister. Luftdekolator ist jetzt einfach mal Sport, ist egal. Und das ist jetzt einfach eine Tischtennisplatte. Ich würde sagen, ja.
Schauen, was das bringt. Machen wir unten links im Eck einfach mal. Oder einfach mal hier hin. Voll und Masterball machen wir da hin. Ach schon. Platzieren. Was haben wir alles? Wir haben einen Sandsack. Und was haben wir noch? Ich glaube, das ist ein komischen. Rübenfelder pflanzen. Na, Rüben kannst du nur kaufen. Bei der kleinen. Bei der Schweinchen. Wenn man sie eingräbt, sind die dann länger gut? Schmecken mir sowieso nicht. Ach Gott. Kann man gleich im Zehnerpack essen, nicht so wie Früchte. Nein, das ist so eine Lagermethode. Ach so, okay. Herrlich. Campingtisch kann ich umgestalten, falls ich es will. Mal schauen. Der ist auch hässlich, das stimmt allerdings wirklich, ja. Ein kleines Ratespielchen. Ja, heraus. Schauen, ob wir gestalten können, wie das ausschaut. Ich habe echt tatsächlich, das ist ein Problem, das ich wirklich habe. Ich habe viel zu wenig Fische. Ich kann da glaube ich fast keinen herstellen. Aber für so einen Trainingsplatz braucht man schon was Wasserfestes, ehrlich gesagt. Medizin, wo sind die Kits? Die Umgestaltungskits. Können wir noch mitnehmen. Laterne können wir noch mitnehmen. Klappstuhl nehmen wir noch mit. Ich glaube, das so Kits, oder? Sehe ich die gerade nicht?
Der erste, der rät, wer gerade auf dem Campingplatz ist, bekommt 50 Newtonmeilen. Cleo? Bella? Haben wir gestern noch gehabt. Martin war gestern da, glaube ich, oder vorgestern. Also hat er irgendwann hingespielt gehabt, glaube ich. Wo sind denn die Kids? Damit. Das können wir eigentlich mitnehmen zum Hinflocken. Ach, dann war die bei Ding bei Cat, wo sie ausgezogen ist, okay. Ähm, Gestern war Martin, das weiß ich noch, ja, genau, hast du gesagt gehabt. Ich habe doch eigentlich Umgestaltungskits, oder? War ja was, oder? Morpheus auch nicht. Wen wolltest du denn noch? Ah, Ottokar. Na, Ottokar hast du ja schon, der hast du gestern gekriegt. Ottokar hast du gestern gekriegt gehabt. Coco? Na, hast du auch. Gunnar hast du auch. Victor hast du auch. Wolfgang. Wolfgang. Wolfgang auch nicht. Ottfried hatte ich schon gesagt gehabt, ja. Ottfried hast du doch ihm gestern selber gegeben, oder? Was wollte ich noch? Picoya, also die Sandrine. Kabuki. Mischka. Sehr beliebter Charakter wegen eines bestimmten Merkmals. Kabuki? Kabuki hätte ich noch gesagt gehabt. Alle falsch. Das war noch gestern noch im Gespräch. Der Gunnar, Victor und Ding hast du selber. Tangi, Whitney, Wolfram ist es nicht. Bella ist es nicht. Der Kerl ist kein Mischka, kein. Ein sehr beliebter Charakter wegen eines bestimmten Merkmals. Ich kenne halt die Charaktere nicht, das ist mein Problem. Ähm, Ich kenne dann auch nur die englischen Bezeichnungen, das ist das nächste wieder. Da war es keiner, den ich wollte, auf jeden Fall, glaube ich. Die sagen mir alle nichts. Wer ist Tarno? Bis später. Der Frosch, Tarno, also.
Danke, Kai. Guten euch zwei. Einen guten. Das komische grüne Schwein meinst du aber nicht, oder? Löse auf, ja. Jimmy, wer ist Jimmy? Ach, das Einhorn. Ich kenne ihn nur als Julian. Okay. Kathi möchte den. Was kann ich dir sagen? Und ich glaube, Scarlett eventuell auch. Die ist aber jetzt gerade nicht da. Wir wollen mehr. Hast recht, ja. Die Wohnung muss super geil ausschauen. Also Scarletts Schwester hat ihn. Sagt, das muss krass sein. Also die... Ich meine. Ich hätte keinen Platz aktuell. Ach, naja. Jetzt schwarz ist besser, ja. Ich komm. Aber ich glaube, es geht nicht, haben wir gesagt gehabt. Aber ich muss jetzt noch ein bisschen dekorieren. Platzieren. Blätzen. Weiter, jetzt machen wir rein. Okay. Danke dir.
Was nehmen wir denn noch von Aufsteller? Sichtschutz. Wow. Der ist es wert. Ich selber macht euch keinen Kopf. Wo ist es? Da. Gerade noch. Das war knapp. Wie geht es auch gerade so japanische oder chinesische Schriftzeichen, die man für die Wand. Ah, cool, okay. Hau gerade mein Schaf mit dem Cache, weil ich das einhauen will. Geht die dann weg? Aber die Haus. Kikilala Schaf. Ihr Teule. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, was du meinst. Alles klar. Okay, Toni, bis später. Danke dir. Ich habe eine extra hingestellt. Und am Platz, wo man Selfies machen kann damit. Direkt neben einer sauberen Mülltonne, die glänzt, und neben 2 roten Kanistern. Mal gleich die volle Dröhnung drauf, oder auf jeden Fall. War nicht da was geschrieben hier? Ach so. Ich lasse die Leute lurken, das passt schon. Das passt schon. Was können wir noch machen?
Ach, scheiße. Wollte ich gar nicht, ich wollte gar nicht raus. Nose. Ah, doch, ja, wohl können wir raus. Achso. Gehen wir kurz in die Liste. Ah, okay. So. Aber so eine Instant-Rausschmeißmöglichkeit gibt es nach wie vor nicht. Die Häuser halt so hässlich hinplatziert überall. Ja, gut. Fossilien. Mal schauen, vielleicht hat er irgendwas Interessantes. Vielleicht ist da was dabei, wo wir noch nicht haben. Ist 2, ja, genau. Bitte analysier sie. Ja. Ja, ich weiß. Ja, natürlich passt nicht. Nur rausspulen, so wie ich gestern, aber wenn du Pech hast, dann. Was? Nur rausspulen, so wie ich gestern. Aber wenn du Pech hast, kann das lange dauern. Achso. Nein, ja. Ich hätte Tamara schon los, eigentlich theoretisch. Aber das Nachteil ist wahrscheinlich das, wir hätten, wenn ich Tamara rausgekickt hätte, die wäre dann quasi schon weg jetzt, aktuell heute wahrscheinlich. Na gut, das wäre perfekt gewesen. Ich glaube, heute wir Neues reintun. Naja. Ich habe irgendwie zu wenig. Ich habe dort Speck geschalten. Ach, ich habe nicht erzählen lassen, mein Gott. Das passt schon. So, Rest verkauft, ne? Verkaufen wir den Rest. Wir machen. Sowas kann man aber auch nicht ahnen. Ja, noch dass wir die Geo dann kriegen, das war irgendwie, ja. War schon mega nice. Ja. Also Zeug habe ich ja auf den, so ist es nicht. Jetzt muss ich nur fragen, Philipp, Rübenpreis war bei dir nicht so, gell? Nee, okay, na gut. Für was ist der Kappa? Ach so, du hast das ja gespult. Ach so. Was wollte ich? Ach, ich wollte mit Isabella reden. Ja, mit Melinda. Ich weiß jetzt auch schon wieder, ich hatte das Animal Crossing, das New Leaf, war bei mir auf Englisch damals. Darum habe ich, das sage ich die ganze Zeit Isabelle. Limit. Hat das irgendwas gebracht, was ich gemacht habe? Die Büsche, Pflanzen und den ganzen Scheiß? Wir haben 3 Sterne. Das reicht. Moment, hier steht ja KK bei der Antwort. Die Antwort kam von KK. Ja genau, kriegt kein Zweifel möglich. Dazu die Handschrift der Fall ist Donnergau, das ist nicht irgendein anderer KK, sondern... Ich werde verrückt. KK, der Künstler, hat mich gemacht und so war in die persönliche Antwort geschrieben. Kann man mich mal jemanden greifen? Komm her, ich hau da eine rein, Melinda. Geh. Na Krampf. KK, der KK hat von unserer Insel gehört. Genau das, was wir so lange wollten. Und da steht noch mehr. Er will uns nämlich sogar besuchen kommen, wenn er einen Anlass findet.
Dann kann ich mal auf den Pfeil halten. Ihr zwei beiden, jetzt wird in die Hände gespuckt. Ich mache die ganze Zeit was. Du sitzt nur rum. Wenn ihr keinen Anlass sucht, dann geben wir ihm einen und zwar ein exklusives Inselkonzert, jawohl. Wir Pauken und Trompeten, obwohl KK ist ja eher der Gitarrentyp. Guten Tag, hallo, spreche ich denn vielleicht mit KK? Ja. Hier ist ja genau richtig, von Nook Inc. auf Mizien, ja. Ob die Umfrage von uns? Oh ja, und ob. Und wir freuen uns sehr über das Feedback. Deswegen auch der Anruf dann ehrlich gesagt. Also es ist so, wir wollten hier auf unserer Insel ein Konzert veranstalten und da würden wir, wenn wir bräuchten, noch einen musikalischen Stargast. Am besten jemanden, dem unsere Insel... Ach so, ach nein, ach doch. Ach du, wirklich? Kein Scherz? What? Vielen, vielen überschwänglichen Dank gleich. Ehre für unsere Insel. Ich bin ganz außer mir vor Freude. Okay, ich schicke alles per Post, so schnell es geht. Ah, selber hin. Das wird ein Fest über die ganze Insel. Nochmal riesigen Dank. Ja, ebenfalls wiederhören. Und? Was hat er gesagt? Er wird bei unserem Konzert mitmachen. Jawohl, richtig gehört. KK kommt hierher zu uns. Das ist ja ein Traum. Gut gemacht, Chef. Und er will auch gar keine Zeit vergeuden. Morgen schon könnte er eventuell hier sein. Eventuell. Morgen ist schlecht. Na, vielleicht nach morgen Nachmittag geht. Emits, es ist also fast das Ziel unserer Träume. Ich werde die Sache mit dem Auftrag von KK bei nächster Gelegenheit per Inseldurchsage bekannt geben. Und du kommst ja hoffentlich auch, Emits. KK darf man einfach nicht verpassen. Nein, nein. Aber wo? Nook Shopping wollte ich schauen. Gibt es eine neue Platte? Ja. Ach mein Gott. Man verklickt sich in dem Spiel so leicht. Ciao. Philipp, ich bin kurz auf Toilette. Dann komme ich sofort zu dir. Ah, die kriege ich schon auch noch, Philipp. Kein Problem. Kriege ich schon. Ich möchte fliegen. Jemanden besuchen. Online-Spiel. Orochi. Bin gleich wieder da. Oh, Moment, da.
So, wieder da. Ich habe gerade geschaut, ich habe gerade gesehen, ich hatte heute die Geschichte mit den Wespen. Ich habe gesehen, da habe ich auch eine gestochen in diesem blöden Mist. Sau. Und dann hat er schon heute Nacht mit Wespen kuschelt. Ah. Abflug. Aziza, die Teppichhändlerin ist auch da. Aziza, ist das eine Giraffe? Ja, wahrscheinlich habe ich 5 gegessen oder sowas, das ist das nächste. Also. Ich muss da gleich hinterschauen, also. Ein Kamel kann auch sein. Ja, am Fuß sieht man es am besten. So großes, was weiß ich, keine Ahnung, so 3 mm, 2 mm großes Viereck, sag ich jetzt mal, oder so eckig. Und weiß an der Stelle. Und außen nur ein kleiner roter Kreis. Ha, da ist er deine Mering, wie heißt das auf Deutsch? Maria? Maria, glaube ich, Maria. Aber Teppiche schauen wir gerne an, ja. Und Böden. Sehr, sehr gern. Aber ich glaube, das Problem war wirklich, dass es, glaube ich, ging nicht. Was ist das da eigentlich? Holzrehkopf, Papierchaos, Magazinsammlung, Falle. Falle, ja, okay. Da, das könnte Kamel sein, ja. Hallo. Kuchen aushören. Da ist sie. Aziza, Salam, nämlich Aziza. Ich bin bekannt bei allen, die die schönsten Teppiche suchen. Aziza bringt sie aus der fernen Heimat, damit du den Grund und Boden damit verschönern kannst. Geile Teppiche, Großteppiche und mittlere alle habe ich. Nach dem Kauf siehst du sie. Und mehr noch, auch mysteriöse Böden und Tapeten gibt es bei Aziza. Er wirbt, Freund. Mysteriöse. Kannst gerne schauen, ob du die Anleitungen nennen kannst. Ah, okay. Schauen wir gleich mal an. Ach, genau das wollte ich fragen. Eigentlich ist es ja gar nicht so blöd, wenn man einen Campingplatz nutzt, sage ich jetzt mal, und sich da wirklich die Bewohner herholt. Also, ich sag mal, mit den Amiibo-Karten geht es relativ einfach dann. Du kannst ja quasi dann du musst ja für die was bauen, dass die kommen zu dir. Und 3-mal, glaube ich, oder so. Die geben dir ja die Anleitungen, oder? Du lernst dann eigentlich dann relativ schnell, sag ich jetzt mal, neues Zeug. Kathi, hi. Oh, du bist gerade richtig da, Kathi. Ich versuche gerade was für dich. Zeige ich dir gleich. Aber ich fürchte, es geht nicht. Ich muss ganz kurz einkaufen. Also ich kann bloß immer einen kaufen, oder wie vorhin? Ja. Das ist random quasi. Bist du wie meine Mama bei H&M?
Die hat immer einen Teppich in jeder Größe. Sehe ich das richtig? Braucht 20 Jahre von einer Ecke im Geschäft zur anderen. Achso, so meinst du. Aber tagweise, wenn ich jetzt hineingehen würde, würde ich dieselben Teppiche und Böden bekommen. Ah, okay. Aber jeweils nur einen kleinen, einen mittleren, einen großen, denke ich mal, oder? Ich hab's gesagt gerade, egal, also ich bin jetzt so ungefähr, ja, nicht ganz mehr eine Stunde on, denke ich mal. Und abends machen wir dann mit Song of Horror weiter. Okay, habe ich richtig gesehen, passt, perfekt. Hat sie auch einen mysteriösen Boden und einen mysteriösen Teppich? Also kriege ich den jetzt doppelt, wenn ich ihn hernehme? Ich habe einen Boden und einen Teppich gekauft für ihr. Mysteriös auch. Also ich habe quasi gehabt immer nur 5 Teppiche dabei. Klein, groß, mittel, mysteriöser Boden, mysteriöse Tapete. Der doppelt. Okay. Haben wir es gekriegt? Muss ich mal kurz runterschauen. Ich glaube da. Ich muss kurz die Anleitungen schauen. Was vergesse ich nämlich. Kenn ich schon mal nicht. Oh, ich glaube, das kenne ich alles noch nicht. Okay, kannte ich alle noch nicht. Philipp, danke dir. Musst du dir das noch einkaufen? Ich muss nicht von Schleppen noch reinschauen. Nee. Machen wir gleich. Wo ist der Campingplatz? Der ist bei dir. Ah, da links. Also ich habe auch eine Papiertüte, falls wir mal einen Ausflug machen mit Philipp, dann können wir beide die Papiertüte drauf tun. Kathi, bist du ready? Hausflug ist gleich Bonge voll. Ja, das waren alles Flaschenwasserleitungen. Ah, nice. Ich bin ein Einhorn. Ah. Ich bin so schön, was? Ich glaube fast, dass man das hier auch dauerhaft aushalten könnte. Wie? Ich bin so schön, was? Ach ja, ich fühle mich hier richtig zu Hause, obwohl ich hier nicht mehr zu Hause ist. Irgendwie verwirrend. Ich bin hier, um mich vor dem Paparazzi zu verstecken. Oh, das ist der Preis des Ruhms.
Ich glaube fast, dass wir das hier auch dauerhaft aushalten könnten. Also ich kann da vielleicht durch ein paar Leute, zwischendurch Kathi, kann ich da vielleicht Poster organisieren. Aber ich kann da leider nicht abwerben, nee. Ich sterbe hier gerade. Stirb so hart. Philipp hat gesagt, sie freut sich. Ich liege in einem Einhornschlafsack. Vielleicht kriege ich ein bisschen Einhornigkeit. Ich bin gerade zu Philipp gekommen und wollte schauen, ob ich ihn eventuell abwerben kann für dich. Aber es geht leider nicht. Ich kann so oft reden mit ihm, wie ich will. Ach ja, ich fühle mich hier richtig zu Hause, obwohl ich hier nicht mein Zuhause ist. Irgendwie verwirrend. Irgendwie stelle ich mir das so vor. Aber der ist cool. Sie? Ja. Hoffentlich kommt das vorne dann aufs Türenstelle. Wahrscheinlich kriegt er dann noch eine Haut. Kathi, nee. Schade. Notfalls hätte man dich herholen können, dass du ihn quasi für dich gleich abwirbst. Obwohl, warte mal. Ich weiß nicht, Philipp, wie ist denn das, wenn jetzt Kathi kommen wird? Ich habe ja keinen Bauplatz frei aktuell, aber gut, das ging ja trotzdem auch. Können wir rausschmeißen. Wow. Kathi, wenn du magst, du könntest gerne schauen, was der Rübenpreis ist heute, wenn du Lust hast. Ob der interessant ist. Na gut, ich habe 156 oder so, aber 158. Aber jetzt weiß ich sicher, dass ich für eine gecheatete Coco Nuke mal bezahle. Er weiß das sicher. Ach, da hast du von einem Campingplatz, okay. Ja, vielleicht ging es ja mal. Vielleicht ist es mal gegangen. Ist ja schon Zeit her bei dir. Das wissen wir halt jetzt nicht. Also Kathi, wenn du möchtest, du darfst gerne herkommen, oder der Philipp mein gehabt, hast du mitgekriegt. Du müsstest bloß bei dir, glaube ich, ein Grundstück aufmachen. Dann kannst du versuchen, ob du den irgendwie abwärmen kannst zu dir. Aber ich denke leider nicht. Oh, nice. Das war das Geil. Ich weiß nicht für was, aber gefällt mir. Ja komm, wurscht. Da kann man raus. Ne, bei mir ist er nicht, der ist beim Philipp. Aber du kannst ruhig zu Philipp kommen.
Ich denke, wenn gehe, macht Philipp per Dodo-Code auf. So habe ich das verstanden. Philipp, ich meint, Kathi wird kommen. Sie muss bloß wissen, wo sie hin muss. Ich sag, wahrscheinlich wirst du dann per Dodo-Code aufmachen, dann gehe ich kurz raus. Wird mit der Kathi wieder kommen quasi. Ich muss halt ein Grundstück kaufen, Kathi. Also, es wird wahrscheinlich nicht gehen. Wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert, aber versuchen kann man es. Dann gehe ich kurz raus. Oder kannst du, ne, wenn du das Bahnsteig zumachst, dann bin ich weg wahrscheinlich, oder? Wenn die haben es echt gut gemacht mit dem Dodo-Code. Ja, ich sage Kathi, kein Thema. Ich bin kurz weg. Deswegen reden wir ja. Ich sage, ich habe extra hergeschaut, um es irgendwie vielleicht für dich zu holen. Aber wenn du vielleicht selber, vielleicht geht's bei dir. Möglich wär's. Passt, ich wollte eh nur eine Bastelanleitung geben, die ich gestern noch gekriegt habe. Aber Philipp, ich würde dann die Dinger trotzdem verkaufen, weil die Rüben ist ja wurscht. Das passt, dann verkaufe ich schnell bei mir. Das geht mir die Zeit aus, denke ich. Ja, ich bin jetzt weg und würde dann mit der Karte wieder kommen. Mit Dodo-Code. Ja, ich muss der Karte eh was zeigen. Oder sollen wir bis morgen warten? Eventuell, Philipp, mit den Rüben, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hau's weg. Kapi, schau mal, wer da ist. Ja, also machen wir erst alles mit der Kathi. Kathi! Cleo! Voll süß. Absoluter Wunschbewohner Nummer 1. Bella kommt aber auch zu uns, habe ich gesagt. Unbedingt. Ich leer mal aus. Ich kann das ganze Zeug nicht mitnehmen kommt. Kurz anschauen.
Kannst du mal hinkarte, ich komm dann gleich. Die ist nice. Ist auch okay. Ist auch cool. Ist auch cool. Ach, die Bella wurde eingelagert. Bestellst du nicht? Mach jetzt! Wo ist mein Poster? Da. Die kommt nur zu uns auf jeden Fall, die Bella. Aber ganz, ganz sicher. Safe Call. Habe ich sie da rausgekommen? Doch eh, oder? Wo sind jetzt die mysteriösen Teppichböden? Das verstehe ich nicht ganz. Das waren die normalen Dinger, das waren die normalen Teppiche, Toni, die ich gehabt habe. Oder krieg ich die verpasst? Nee. Ich habe Coupons für ihr gekriegt, 6 Stück. Ich habe quasi, ich habe einen kleinen, einen mittleren und einen großen gekauft für. Das waren die 3, die ich ausprobiert habe, ja, das schon. Aber ich habe quasi Ding beim Philipp auf der Insel auch Wände gekauft. Ja, ich war beim Philipp auch auf der Insel und habe auch Wände gekauft und Böden. Dann dachte ich, das wäre... Ist egal. Wände und Böden. Also eine mysteriöse Wand, einen mysteriösen Boden habe ich mir gekauft. Und 3 Teppiche. Aber die Teppiche waren nicht mysteriös. Habe ich Teppiche gesagt? Okay, kann sein. Ich sage öfter was das stimmt. Ach, bist du schon bei ihm?
Das komme ich gerade, okay. Na gut. Dann gehe ich gleich wieder. Ja, ich sage ja, Philipp, vielleicht ist er damals gegangen. Aber es war es eher. Ich kann es nicht sagen, ich kann es gar nicht sagen. Haben wir schon welche gesagt, dass es früher ging? Angeblich. Zumindest war das nicht gestern der Fall auch? Ich weiß natürlich auch nicht, wie lange du sie schon hast. Lange. Ja gut, okay, dann. Vielleicht war es damals so legitim, weiß man nicht. Vielleicht ist es gegangen. Ich meine, du hast ja hier quasi du hättest ja das Menü gar nicht gehabt, weißt? Warte noch kurz. Also Kathi ist auch gerade auf der Insel, Toni. Und versucht gerade quasi den. Oh hi! Hat versucht, dass sie quasi, das ist Strand Kathi, dass sie ihn abwirbt quasi. Aber es hat nicht funktioniert. Leider nicht. Jetzt war es so gemoddet, wenn die Häuser ins Wasser stellen. Ja, gut, okay. Ja, das andere wieder. Das ist möglich, du hast recht, ja. Könnte sein. Alle Augen zu. Das ist schon süß. Heute gibt's Takoyaki. Wo hättest du denn? Ach ja, wahrscheinlich zu Besuch hier. Schön, dich kennenzulernen. Heißt die Ottokan, die wohnen hier. Sau. Lass uns Freunde sein. Willst du den anbauen? Cat, hi. Welcome back. Ist das Mobbing, was wir gerade machen? Wir können nicht drücken, ne? Nur blockieren. Also schieben musst du, Philipp.
Der Arme, ne? Der wohnt jetzt am Flughafen. Wenn du schauen magst, ich denke, Philipp hat bestimmt nichts dagegen gehabt, wenn du in der Schneiderei nachschaust oder im Laden. Dürfte ich auch schon. Bin mir ziemlich sicher. Bisschen creepy. Wo steht die Spann? Ah, okay. Macht, wie ihr lustig seid und sagt, wenn ich was anbieten kann. Ich würde tatsächlich... Ich spule gerade für Tag vor, einen Platz zu schaffen. Ja, aber es geht nicht, Toni. Du kannst ihn nicht holen. Ich hätte es gerade versucht, hat nicht funktioniert und Kathi hat es auch gerade versucht. Wie es mich ins Eck drücken will. Kathi, bleib mal da. Kathi, bleib mal da. Komm noch mal raus, bitte. Geh mal zu Philipp. Darfst du nehmen, Mender. Oh, okay. Also ich habe bis jetzt auch noch kein Gold genommen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich meine... Also, Philipp, ich weiß, ich verstehe Kathi. Ich verstehe sie voll und ganz. Ich hätte jetzt auch kein Problem damit gehabt, wenn sie es genommen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ich meine, wenn du sie anbietest und sie spielt ja auch Solo, sage ich jetzt mal, von dem her kein Problem. Es müsste so ein bayerisches Animal Crossing geben, weißt du, ab und zu mal so ein... So wie Stalker nicht da halt im dir. Weißt du, so richtig freundliche Knackwatschen oder so ein Rempler, weißt du, oder sowas. Kannst du wohnen, den Access. Oh. Jetzt war ich zu weit. Aber gut, ich glaube, ich werde eh. Philipp, ich glaube, ich fliege jetzt trotzdem schon wieder, weil dann kannst du noch ein bisschen rumspulen, wenn du möchtest. Kann vielleicht Toni noch kommen, wenn sie es versuchen möchte. Aber ich denke, wenn es bei mir nicht funktioniert oder bei Kathi nicht, dann wird es wahrscheinlich bei ihr auch nicht gehen. Dann machen wir einen Abflug. Ich wohne jetzt im Flughafen, so schnell geht das nicht. Außerdem ist Kathi gerade noch am Heimfliegen. Ich wollte mich gerade in den Weg stellen, Mist. Ah ja, stimmt ja, genau, hast du die. Ja, stimmt. Geht ja jetzt. Ich nicht. Toni, Kathi schon.
Katja hat nur 6 Bewohner aktuell und hat quasi für den 7. jetzt Platz gemacht. Oh mein Gott, da das bei mir noch ewig, bis wieder einer ausziehen will. Das ist belastend. Ich hätte Tamara, ich hätte es wegschicken sollen. Ich bin so blöd. Ich meine, die waren noch dazu, war das eigentlich der... Von den Bewohnern, die ich gerne hergeben würde, war es nur die ich am ehesten behalten hätte. Wenn man das so sagen kann. Ciao. Insel ist zwischendurch massiver Wildwuchskarte bei mir. War massiver Wildwuchs. Ich glaube, ich kann mit einer mithalten. Finn, hi. Grüß dich. Die Methode geht, das ist aber nicht von mir geschrieben jetzt. Emily, hi, grüß dich. Hallo. Alles gut. Ey, komm ich mal besuchen? Du hast das Switch? Das weißt du nicht. Du erzählst mir nie was. Das ist das Problem, weißt du? Habt ihr was geschickt? Wenn der falsche Nachbar dich fragt, ob er ausziehen sollte, musst du das Spiel schließen, ohne zu speichern. Würdest du den Nachbarn den Auszug verbieten, würde sich der Auszugsbonus zurücksetzen und du müsstest außerdem 5 Tage warten, bevor der nächste Nachbar auszieht. Auch hier spulst du einen Tag weiter und suchst am nächsten Tag wieder den Nachbarn, der ausziehen soll. Fragt dich endlich der richtige Nachbar, ob er ausziehen soll, bestätigst du und speicherst fertig. Entschuldigt die Wall of Text, aber das ist die richtige Methode. Ja, Wall of Text. Ich sag mal, ich habe das gleiche Problem wie sonst immer. Es kommen eigentlich immer coole Leute rein, das ist das Problem. Ich wollte eigentlich so zwischen 6:45 und 7 aufhören. Heute. Ich bin dann später wieder da, also später geht es auch mal vorher weiter. Freue mich, wenn ihr wieder reinkommt. Bin aber jetzt schon ein bisschen da, also ich werde auf jeden Fall noch eine halbe Stunde da sein. Wir können da gerne, wenn du magst, Emily, ich schaue gerne vorbei bei dir. Überhaupt kein Problem. Habe ich die Dame des Hauses kurz edit.
Es ist kein Stress, es ist kein Stress, es ist kein... Macht euch keinen Kopf, mein Gott, das ist... Seht es einfach als Streamverzögerung. Ach, jetzt habe ich dir die Anleitung angegeben, Kathi. Ja, kriegen wir anders mal. Kann ich eine Anleitung schicken? Einmal Cleo und einmal Ottokar, ja. Cleo war die meine, Ottokar war für Philipp. Einmal vielen lieben Dank. Emily, wer du da bist, was hast du für einen Rübenpreis? Okay, super. Kriegst eine kurze Karte, Kathi, aber so hast du es wenigstens auch vergessen, was immer. Ach krass, sag mal, muss ich jeden Tag in alle Häuser rein, um zu sehen, ob Sprechblasen da sind. Also ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Das wird mir auch blühen, wenn ich da mal Kunde bekomme. Ich glaube, stressfreist ist es echt, wenn man sich so Karten kauft, ne? Ich kann. Ruschi. Ich bin Bodo mit dem Backer und der Backer noch. Kapow. Er wurde auch noch nie innerhalb des Hauses gefragt. Ah, okay. La puta. Da mag er Ghibli. Oder Ghibli. Ghibli. Schloss im Himmel, glaube ich, war das, ne? La puta. Oder? Ich glaube schon. Ist alles gestört? Bist du gerade in einem Ding? Vielleicht redest du gerade mit jemandem, Emily? Vermutlich, denke ich mal. Für die, das jetzt kommentieren, ja. Nein, ich wusste nicht, was das auf Spanisch heißt. Für die, das jetzt kommentieren, ja. Nein, ich wusste nicht, was es auf Spanisch heißt.
Die verkaufen sich random, Kathi. Glaube ich, aber bestimmten Zeitpunkt. Das ist das, was ich auch noch nicht rausgekriegt habe, wann die... Bei mir war der 4 Tage leer, glaube ich, der Platz. Aber bei mir kam jeden Tag ein neuer Bewohner rein. Was meintest du, Emily? Also was? Ich habe es nicht gerade verstanden, was du geschrieben hast. Ah, gestern, ja gut, dann ist er... also, ich vermute, es ist wirklich so, Grundstück kaufen, am nächsten Tag ist er verkauft. Wenn du nichts drin hast. Oh mein Gott, schon wieder so eine schöne Insel. Was denn da? Bin ich jetzt blöd? Ich weiß nicht, was sie meint. Ach so, la puta. Oh mein Gott. Ach, ich bin so blöd. Die Prinzessin. Hallo. Zeigen Sie mal Ihre Insel. Ich möchte eine Führung. Hier geht's noch. Geh schauen. Ich soll schauen. Ich hätte die 1A Führung gekriegt, weißt du? Damals so. Aber selber schauen. Oh mein Gott. Das kann ich gar nicht fassen. Okay, ich schau mal. Luftballonze. Okay, nice. Wie schaut's denn aus? Jeder von euch kommt auf meine Insel. Was ist noch das? Der Frederik! Oh, du bist der Besucher von Mädchen, von dem ich gehört habe, eh mit. Zum Glück habe ich mich daran erinnert, sonst hätte ich gedacht, du wärst ein Spion oder so. Also, du bist Frederik. So ein Drache? Da kann man auf Laputa hüpfen. Ist das ein Drache? Schaut ja aus wie so ein Krokodil. Schade, aber cool. Ach, sogar mit Dress. Oh mein Gott. Ein Drachenkrokodil. Mal ganz kurz reinluren, was es so gibt. Okay, was habe ich tatsächlich? Okay. Ich habe kurz reingeschaut. Ja, wollte ich gar nicht. Ein Drachenkrokodil, ist das okay? Ah. Ach cool, ein Picknick.
Okay, ich schau ja schon. Oh, Reifen, nice. Komm mal her, Emily. Blütenpreis mache ich gleich, ja. Dankeschön. Ah, warte, Moment. Ich bin zu dumm fürs Fotografieren. Ach, schön. Ich muss drüben raus auf der rechten Hand vergessen. $548. Ich hab's im Gefühl. Das gleich ist. Nee, leider nicht. Schade. Der ist nicht so nice. Schön. Ich finde es auch lustig, also jeder irgendwie so einen anderen Baustil, muss ich ehrlich sagen, ja. Das wollte ich nicht. Mit Fahrrad, nice. Oh, nice, okay, cool. Ins Haus rein. An der Waterbäume hat er da. Okay. Schön. Feiertage und Turniertage. Okay. Oh Gott. Teddy des Todes. Oh je. Oh, da haben sie einen Bewohner dran. Teddy des Todes. Oh, schön. Oh, mega nice. Ja, super geil.
Hihi. Eines der Outfits hier heißt Fesch. Erstmal überall reinkrabbeln. Ich sage, Animal Crossing ist hart am. Es wird schon was verlangt von dir. Dass es gut ausschaut, so ist es nicht. Oh mein Gott. Emily, ich weiß nicht, ob du mich aktuell gerade hörst. Du hast es gar nicht mitgekriegt bei mir, oder? Mit den Wespen. Ich hatte morgens oder nachts ein kleines Wespenmalheur. Wenn du brauchst. Oh. Ich kann aber ich kann hier drin nichts aufheben, Emily. Ich sehe es nicht mal. Leider. Oh, was ist da oben? Die Uhr. Ah, das ist auch ein Hamster. Ich glaube, ich muss aber rausgehen, dass du sie aufheben kannst. Tag Wolfo, welcome back. Wuff, wuff macht er. Oh, eine Küche mit Möbeln. Was? Okay, gar nicht. Ach Gott. Teddy des Todes, TT. Scarlett, hey, grüß dich. Ahoi. Hello, hello. Wir haben die Cleo. Ach, da spult wer. Bei der Emily. Mit der Emily habe ich schon öfter Minecraft gemacht. Wie der Zufall will, hat es natürlich auch Animal Crossing. Weiß ich seit eben. Nee. Ähm, von einer sehr, sehr lieben Zuschauerin, sage ich jetzt mal. Von der Kättchen. Bei der ist sie ausgezogen.
Geh kurz raus, Emily, dann kannst du vielleicht schauen wegen den Anleitungen noch. Ist aber heute erst eingezogen, also morgen ist sie quasi richtig drin im Haus. Aber ich sage es nochmal an alle, die gerade dazugekommen sind. Ich bin immer allzu lang da. Vielleicht 20 Minuten ganz rum, grobe Richtung. Viertelstunde, 20 Minuten rum. Was? Warum Schleichwerbung? Ein leckeres Cola. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, Kürbistisch, nice. Oh Gott, Fackel. Braucht man unbedingt, wenn man eine wütende Meute hat. Ah, ich kenne schon. Wenn man eine wütende Meute hat, weißt ich muss Platz im Lager schaffen. Will wer Sachen, bevor ich sie wegwerfe. Ich nicht, warum? Also ich habe bis jetzt zweimal gespult, da warst du zweimal dabei. Zweimal die, oder meinst du wegen dem Kürbistisch? Die spülen schon so lang. Ach, du meinst die Rüben, ach so. Die sind von Philipp. Von der Insel. Scarlett braucht Gartenzwerge. Manchmal mega nice. Die Insel finde ich auch richtig hübsch. Blumenbeer. Rosengarten. Ich will noch was zeigen, okay? Martin, was ist los? Ja. Was brauchst du? Ich habe keine Zwerge, aber Cat hat welche. Cat hat alles. Sie hat dich ja gerade gefragt, ob du welche brauchst. Möchtest du mir jetzt vielleicht die Bitte von gestern erfüllen? Ach so.
Also das finde ich saugeil da. Muss ich ehrlich sagen, ja. Die stehen in der Reihe. Sag Wolf, wenn du magst, du kannst das Zeug bei mir gerne zwischenlagern. Wenn du das haben will. Ich habe die, also ich habe Scarlet in der Liste drin. Cat hat auch schon gesagt. Also wenn ihr mögt, bestellt es gerne. Oder gebt es, legt es zu mir auf die Insel. Und Scarlet kann es bei mir holen, wenn ihr wollt. Oder Scarlet kommt direkt zu euch, wie es euch lieber ist. Wie ihr mögt. Wir haben beide Möglichkeiten. Ich glaube, ich hab keinen Gartenzwerg, Scarlet. Moment. Das war der Einhorn-Bonus, Philipp. Er hat wieder aufgekommen. Sag Wolf, was ich sagte. Kathi war vorher auf der Insel von Philipp. Und Philipp hat das Einhorn auf der Insel im Campingplatz gehabt. Das wollte sich Kathi quasi holen eventuell und durfte sie auch. Es ging leider nicht. Von einem Campingplatz von einem Fremden nichts kriegt. Kann man sich nicht holen. Darum der Einhorn-Bonus, habe ich gesagt. Kette können wir so wirklich so machen, wenn jetzt Ariel, wenn du die quasi wirklich mal, wenn du wirklich bringen möchtest, für Ding für Ariel, du kannst jederzeit bei mir auf die Insel bunkern, wenn du willst. Überhaupt kein Thema nicht. Du kannst das Scarlet bei mir, also Ariel ist Scarlet, jederzeit abholen. Oder ihr macht euch selber was aus. Wie ihr möchtet. Ist nur ein Vorschlag von meiner Seite. Volles Steak mit dem Buch. Ja, das passt doch. Oh, Piggy.
Tamburissa, wer ist Tamburissa? Was ist der Tamburissa? Das Music-Dingsbums. Geht das echt da? Schade, ich mal das Ding vielleicht. Ist bei uns nicht das Instrument, sondern so Musikgruppen. Ah, ganz schlimm, okay. Hört sich ungefähr genauso gut an wie bei mir. Danke dir. Das andere Stecker. Das andere Stecker. Ich wohne in einem kroatisch-burgenländischen Dorf, ach so. Wir haben sowas oft. Ah, okay. Ich fahr mal wieder Emily. Ach, Tamburissa Zagersdorf. Der gerade gefunden. Martin, guck mal auf Insta, dann weißt du, warum ich. Welche brauche ich? Erst so, Moment. Mein Handy am Laden, Moment. Welche Werke gekriegt? Ich wurde gegangen, passt da. Okay, schaut nice aus. Ich hab's noch nicht offen gehabt, ich hab's gerade da. Ich muss ehrlich sagen, das Problem ist bei mir, ich finde Gartenzwerge so furchtbar. Also die Standardgartenzwerge, die es so gibt, ist gar nicht mein Fall. Ich liebe die Sondergartenzwerge, die schauen echt cool aus, was es so gibt. Also ich liebe also Gargoyle-Statuen und so Zeug, mega nice. Würde man sofort in den Garten reinstellen, so ein Riesending, voll geil. So Wasserspeier und so Zeugs. Also richtig fetten, großen, die Gothic-Dinger. Also die Standard-Dinger. In dieser Kombi schaut es cool aus. Ja, gebe dir vollkommen recht. Okay. Also wirklich, ja, hast recht. Die Kombi ist saugeil. Vor allem, wenn du dann auch noch so angezogen bist. Muss man ehrlich sagen. Ja. Wo das Scarlett wohnt, gibt es ein Gartenzwergdorf, eine Straße weiter. Urgruselig, ja, voll. Also, das Pferd. Ariel. Scarlett Ariel. Wir reden jetzt vom Pferd Scarlett. Okay, dann passt's.
Dann passt's. Ja, also wir haben in der Nähe jemanden, der hat so einen, wie heißt die komischen, die Betongeister, die, wo es die Bettler mit Beton ausgießen quasi, die dann so dastehen. Das ist auch cool. Einmal verwirrt, nun habe ich es geschnallt. Und ja, wie gesagt, weil du gefragt hast, die Rüben habe ich bei Philipp auf der Insel gekauft. Aber Philipp, ich verkaufe es jetzt trotzdem. Ich weiß nicht genau, wann oder ob ich dann morgen online bin. Kann ich noch hundertprozentig sagen. Dass ich wieder die Wespenplage im Zimmer habe, das wäre wieder ganz, ganz schlecht. Ah ja, Scarlett, stimmt, du hast das noch, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Hier ist, Henninge. Also Maria, glaube ich, heißt sie. Ich verkaufe kurz die Rüben und dann, ja, wobei ich glaube, dass die wieder gehen muss. Weiß nicht genau. Aber es dauert. Das dauert lang. Das wird die letzte sein, die geht. Wenn überhaupt. Weil ich will noch ein paar andere haben, eigentlich tatsächlich. 158. Also nachher nach. Vielleicht auch nicht. Mal schauen, wie es mir bis dahin gefällt. Also wir haben 105.000 gekriegt, ausgegeben dafür. Wir kriegen 158. Ja gut, ist klar. Macht eigentlich Sinn. Und hier haben wir noch die Cleo. Zeig ich auch noch kurz. Ne? Cleo Nummer 1 Bewohner. Ich lieb's so hart ohne Scheiß. Die ist so mega süß. Die schaut immer so leicht grumpy. Cleo! Noch so viel zu tun, es wird schon spät, aber bis morgen früh werde ich fertig. Ich finde die so geil. Verliebt am ersten Tag, wo ich es gesehen habe. Ob ich meinen alten Möbel wohl hinkomme? Eigentlich sollte ein Umzug ein Neuanfang sein. Es gibt bei meinen so unendlich viel zu beachten. Aber wenn man sich zum Traum zu Hause schafft, dann ist das die Mühe wert, miau. Ich würde da eine Pyramide hinbauen. Ja, wurscht, wenn es ging. Voll hübsch. Tschüss. Okay, ihr Lieben. Aber ich muss es leider kurz mal auf. Ich bin gegen, ich denke so Viertel nach 8, aller spätestens halb 9 wieder da. Wer vorbeischauen mag, würde mich freuen. Stein leuchtet, mega nice. Gibt dann wieder Song of Horror, also das Horror-Richtung. Ich weiß nicht für jeden was. Aber machen wir weiter mit dem Spiel. Ich zahle mal kurz das Geld in die Bank, das mache ich noch kurz. Und Scarlett, wenn du möchtest, wir können, also ob ich jetzt morgen online bin oder nicht, ist ganz egal, aber das mit dem, wahrscheinlich werde ich eh wieder online sein, ich kenne mich. Aber das mit dem, die Anzeigen können wir morgen keine machen, das war kein Problem. Ich habe Cat da drin, das passt. Bankautomat. Einzahlung. Ich glaube, ich schaffe Song of Horror wirklich ohne Ende. Eine Sache muss ich kurz machen, bevor ich es vergesse. Ein geiziger Goldsack sind wir.
Die Emily brauchen wir wohl auch noch. Natürlich darf ich nicht die Cat vergessen, ist logisch. Habe ich gemacht. Emily habe ich gemacht. Und die Lea. Lea ist Rainbow Katzi. Eine Falle, okay. Nice. Teetisch, oh mein Gott, Emily, sau cool. Ich brauche unbedingt Tische. Wappentischel ist auch nice. Eisenholzwerkbank, auch voll cool. Kartontisch. Logisch. Logisch nehmen wir dich dazu. Kirschschirm. Oh, voll geil. Kürbisvogelscheuche und Kürbistischchen. Halloween-Deko. Ja, nice. Ja, nice. Okay, ich höre die Tür gerade schon. Okay. Aber vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Ihr Lieben, ich muss wirklich jetzt kurz ab. Bin dann später wieder da. Ich speichere mal kurz, muss raus. Speicher beenden. Alles klar. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis heute Abend, wenn es hinhaut. Also bei euch natürlich, ich bin da.